Hallo, ich bin Sala. Ich bin Hebamme und Begleiterin mit über 20 Jahren Geburtserfahrung. Ich habe diesen Kurs entwickelt, um werdende Eltern umfassend auf Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft vorzubereiten. Praxisnah, evidenzbasiert und mit Fokus auf Hebammenwissen, Körperarbeit, Entspannungsübungen und emotionale Begleitung. Der Kurs umfasst 4 Module mit über 12 Stunden Lernmaterial. Die Inhalte sind so gestaltet, dass sie die ärztliche Betreuung optimal ergänzen und Eltern helfen, selbstbewusst und sicher in die Geburt und Elternschaft zu gehen. Viele Paare berichten, dass sie durch mein Wissen und meine Begleitung besser vorbereitet sind, Ängste reduziert wurden und die Selbstwahrnehmung gestärkt wurde. Ein wertvoller Beitrag zu einer positiven Geburtserfahrung. In der heutigen Wonderworks Podcast-Folge ist eine Frau bei mir zu Gast, die ich auf mehreren Ebenen kenne und schätze. Gloria Kales war 3-mal meine Klientin und ich durfte sie als Hebamme betreuen. Sie ist Freundin, sie ist Mutter und sie ist eine unglaublich wache, engagierte Personalmanagerin in einem großen Unternehmen. Was mich an Gloria beeindruckt, ist ihre Klarheit. Sie setzt sich beruflich dafür ein, dass Frauen und Männer verstehen, was Elternschaft finanziell bedeutet, was Gleichberechtigung wirklich heißt, jenseits von schönen Worten, wo wir als Gesellschaft stehen, wo wir uns Illusionen machen und wo insbesondere Frauen Verantwortung für ihre eigene finanzielle Zukunft übernehmen dürfen. Wir sprechen darüber, warum es nicht reicht, über Vereinbarkeit zu reden, sondern warum Bewusstsein über Geld, Pensionslücken, Teilzeitmodelle und strukturelle Unterschiede essentiell ist, wenn wir echte Gleichberechtigung wollen. Und gleichzeitig ist diese Folge zutiefst persönlich. Gloria erzählt von ihrer Kindheit, von einer sehr traditionellen Rollenverteilung, die sie geprägt hat, von ihrem eigenen Weg in die Mutterschaft und wie dieser Schritt ihre Sicht auf Arbeit, Partnerschaft und Selbstwert verändert hat. Und von einem weiteren sehr berührenden Kapitel, der Begleitung ihrer Mama aus dem Leben. Ein Übergang, der sie als Mensch noch einmal neu geformt hat, als Tochter, als Frau, als Mutter und als Gestalterin in ihrem Beruf. Diese Folge verbindet Generationen, Geld und Gewissen. Sie zeigt, wie persönlich und politisch Mutterschaft zugleich ist. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und uns bei diesem Gespräch lauscht. Heute habe ich eine besondere Gästin bei mir und es freut mich sehr, Gloria, dass du da bist. Und zwar Magistra Gloria Kales, Baccalaurea. Du bist aus 2 Gründen bei mir. Weil ich finde, deine eigene Geschichte so wertvoll ist, sie zu teilen. Und weil ich glaube, dass sie aus dem, was du studiert hast, eine vollkommen andere Frau gemacht hat und vor allem in das Wissen deines Studiums eine vollkommen neue Perspektive hineingebracht hat. Du hast Betriebswirtschaft studiert, Wirtschaft und Recht. Und wenn ich dich heute so frage, du hast 3 Kinder, deine Kinder sind 8, 6 und 3. Als du an der Uni warst, hast du dir die Gedanken über finanzielle Gleichberechtigung und Elternschaft damals schon gemacht? Oder ist das etwas, was vor allem dadurch geprägt wurde, dass du Mutterschaft eingetreten bist? Ich glaube, in der Mutterschaft hat sich's verändert, aber ich sage mal so, dieser Wert, dass
dass ich finanziell unabhängig bin, der ist mir sicher mütterlicherseits immer mitgegeben worden. Einfach aus dem Grunde, dass meine Oma finanziell abhängig war und auch meine Mama am Ende des Tages. Also sie hat sich in ihrem Leben total entwickelt. Und ich würde sagen, gegen Ende hin war sie wirklich finanziell unabhängig. Aber sie hat halt einfach von ihrem Papa aus keine richtige Ausbildung machen dürfen. Sie ist nie so richtig in das Arbeiten. Es war noch so eine Zeit, wo die Frauen viel zu Hause waren und einfach Hausfrauen Mütter waren. Und sie hat aber in dem Wirkungsbereich, also heute sehe ich das ja noch einmal ganz, ganz anders. Sie hat ja nicht einmal einen Führerschein machen dürfen. Und wenn du am Land lebst ohne Führerschein, bist du einfach abhängig. Und das war ganz eine andere Zeit und auch, sie hat uns sehr spät bekommen. Und ich denke, sie hat sich da einfach extrem entwickelt. Aber sie hat halt uns und vor allem mir auch immer mitgegeben, hab einen eigenen Job, schau, dass du dein eigenes Geld hast, achte darauf, dass du eine Pension kriegst, wie hoch die ist. Also das hat sie echt gepredigt. Das ist nicht Habe eine eigene Wohnung, habe ein eigenes Auto. Also diese Selbstständigkeit, das war so etwas, was ihr extrem wichtig war. Und sie hat ja einen Sohn und mich als Tochter. Und ich glaube schon, dass sie das mir deutlich öfter mitgegeben hat als mein Bruder. Und wie hast du das aufgenommen als junge Frau? Wie war, wenn Mama dir das so sagt? Oder wie bewusst hast du vielleicht damals für dich das eingeordnet, in welcher Situation deine Mama ist? Oder was heißt das für die Frau, so abhängig zu sein? Also ich habe das schon immer für mich wichtig genommen. Ich habe immer ein eigenes Auto gehabt. Also ich war immer die Wohnungshauptmieterin zu Studienzeiten, so dass quasi, wenn die Beziehung endet, ich hätte mich nicht verändern müssen. Also ich wäre nicht vor dem Nichts gestanden. Also das war mir immer irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht, ob ich das damals schon so bewusst reflektiert habe. Ich glaube, das ist erst später dann so richtig gekommen, dass sich diese Puzzlestücke zusammengetan haben. Und dann muss ich auch dazu sagen, wenn ich heute zurückschaue, sehe ich natürlich manche Dinge viel milder und anders, als wie wenn man so 16, 17, 18 ist. Dann sieht man das natürlich ganz anders und nimmt Tipps von den Eltern oder von der Mama ganz anders wahr, als wie wenn es heute jemand zu mir sagt, würde ich es wahrscheinlich anders sehen und hören auch. Und was hat dich als junge Frau dann bewogen, Betriebswirtschaft und Wirtschaft und Recht zu studieren? Wie kam es zu dieser Wahl? Ich kann dir das gar nicht sagen, weil ursprünglich, also ich bin schon Hack gegangen und ursprünglich wollte ich nach Graz gehen und ganz was anderes machen und ich hatte keine Ahnung was. Und dann, wie auch immer, ich kann dir das jetzt gar nicht sagen, habe ich mir gedacht, ach, ich gehe jetzt doch einmal schauen auf die Uni Klagenfurt. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich mir mal einschreiben, ich schau mal, wie es da ist, und sonst kann ich noch immer rauswechseln. Das war alles so spontan und das war so ein Bauchgefühl. Und dann bin ich vor dieser Dame gestanden, die wollte ursprünglich Pädagogik studieren. Und dann hat sie gefragt, für was darf ich sie eintragen? Und ich habe gesagt, ich mache BWL, Wirtschaft und Recht und Pädagogik. Aber es war das Letzte. Und ich habe dann einfach angefangen damit, und es liegt mir einfach, das Thema. Also ich habe mir nie schwer getan. Und somit war das irgendwie gar nicht so ein bewusster. Ich habe einfach einmal angefangen und wollte schauen, was gefällt mir und wie ist das eigentlich auf der Uni und was liegt mir und was gibt es da für Fächer. Und wie in jedem Fach gibt es da Themen, die mich nicht so interessieren, auch wenn sie mir liegen. Aber ich habe einfach so Affinität auch zu Rechtsthemen gehabt vielleicht, genau. Und das hat einfach gepasst und das hat sich irgendwie so gefügt. Das war nie so eine bewusste Entscheidung, die man so schwerwiegend trifft, sondern es war irgendwie so dahin und das hat einfach gut gepasst, genau. Und hast du schon im Zuge vom Studium so für dich entdeckt, okay, Personalmanagement, ist das vielleicht, was dich interessiert? Genau, ich habe dann ein Praktikum gemacht und in dem Praktikum einfach gemerkt, wow, das liegt mir voll, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich kann gut mit Menschen, aber auch dieses arbeitsrechtliche Thema, das passt auch gut. Und es war einfach, also ich habe schon in meine Praktika, ich habe dann sehr, sehr viele davon gemacht. Ich habe einfach verschiedene Unternehmen kennenlernen wollen. Und genau, und das war echt jedes Mal so, dass man dachte, das ist meins. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr bin ich eingekommen. Und ich war schon von Anfang an immer im Personalwesen. Also das war immer schon so ein Thema, das mich interessiert hat mit Menschen. Genau, und auch wie Organisationen ticken. Genau, also dieses Gespür dafür, das ist irgendwie für mich total interessant. Und was man da auch bewirken kann damit. Genau. Und
ich durfte dich ja 3-mal als Hebamme begleiten. War die Mutterschaft zum Beispiel so eine bewusste Entscheidung in deinem Leben? Hast du für dich, hat es so einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, ja, das ist etwas, was du dir wünschst? Oder bist du auch da so hineingewachsen, quasi? Ja. Ich höre ja deinen Podcast oft und die Frage stellst du ja immer wieder, wann war dir klar, dass du Mutter werden wirst? Und ich finde das so spannend, weil ich in einer Großfamilie mit nur mütterlicherseits haben wir 36 Cousins und Cousinen und ganz viele Großcousinen. Ich habe immer Baby gesittet von klein auf. Und irgendwie war das für mich, ich habe nie diese Entscheidung per se getroffen, weil es war immer klar, vielleicht, ich weiß das gar nicht, ich habe über das oft nachgedacht, genau, dass alle gesagt haben, du wirst einmal eine großartige Mutter. Ja, ich werde einmal Mutter, warum denn auch nicht? Gell? Ich habe über das nie nachgedacht. An Tagen, wo es mit 3 Kindern und einem Job echt heftig ist, frage ich mich manchmal, würde ich es heute noch alles wieder genauso machen oder würde ich mit dem heutigen Wissen das anders machen? Ich kann das eigentlich gar nicht, also ich weiß es nicht. Auch da bin ich irgendwie so reingerutscht. Gell? Also das erste Kind war jetzt nicht eine unbewusste Entscheidung, aber wir haben jetzt auch nie so einen Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, so und ab jetzt werden wir echt versuchen, Eltern zu werden. Aber wir haben auch irgendwie so nie gesagt, so jetzt wollen wir nicht Eltern werden. Es war irgendwie so, genau, es ist einfach so, auf einmal war ich schwanger und wir hätten vielleicht mehr aufpassen müssen, haben es mal ein bisschen schleifen lassen, aber ja, und dann war es halt schon da. Also wir haben uns da nie so, es gab nie irgendwie den Punkt, wo wir das so bewusst entschieden hätten, aber es hat voll fein gepasst. Ich war dann auch schwanger und habe bis zum Schluss voll gearbeitet und habe meine Arbeit auch sehr schwer beim ersten Kind gehen lassen. Also das war wirklich so, jetzt in diesen Mutterschutz gehen zu müssen, sage ich jetzt ganz bewusst müssen, war für mich einfach voll heftig und ich habe mir gar nicht können, was werde ich jetzt machen? Genau. Was wird jetzt mit deinem Baby machen? Genau. Und ich habe das dann auch oft voll spannend gefunden, wenn ich da mit anderen Frauen gesprochen habe. Die waren so voll vorbereitet. Die haben Bücher zum Stillen gelesen. Die haben sich da Babykleidung besorgt. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Bodies gehabt. Die hat mir auch irgendwer geschenkt und gegeben. Und ich habe einfach eine Freundin gefragt, du, was brauche ich? Und die hat mir das eigentlich so fix fertig auch mitgebracht. Und das hat gepasst. Also ich hab mich mit dem Thema, dass ich jetzt so Mama werde, immer, ja gut, das wird schon hinhauen. Ich habe, wie viele Cousinen begleitet und kleine Babys und Baby gesittet. Genau. Das wird schon passen. Genau. Also so bin ich. So bist du. So bin ich super vorbereitet, genau. Also ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, war der Geburtsvorbereitungskurs. Genau. Das war meine einzige Vorbereitung auf Baby, Kind und Geburt, weil ich mir gedacht habe, ja, genau. Und du hast dann eine Idee gehabt, von denen wie es sein wird. Ja, genau. Und dann weiß ich, das war ein bisschen anders. dass es ein bisschen anders war. Ja. War es da vielleicht dann der Moment, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie, da komme ich jetzt in eine Situation hinein, wo es mir nicht mehr so leicht fällt, alles so hinzunehmen und wo man dann medizinisch so ein bisschen bestimmt wird auch und nicht mehr so autonom sagen kann. Ja, also die erste Geburt, die war ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ja. Vorgestellt habe ich mir eine Hausgeburt und rausgekommen ist es dann 3-mal einleiten im Krankenhaus. Das habe ich schon sehr verdauen müssen und das war auch nicht so, also ich bin nicht schlecht behandelt oder also in dieser Art und Weise, dass ich jetzt sage, wow, das war jetzt, aber es war irgendwie, genau, also wenn ich das vor allem dann, die 2. und 3. Geburt habe ich dann mit dir zu Hause erleben dürfen. Und ich finde einfach, der Unterschied war gravierend. Gell? Es hat mich einfach, also du hast mir einfach gesehen, du hast mir in die Augen geschaut, also auch während der Geburt haben wir 2 kommuniziert und du hast mich gesehen, wo ich stehe und was ich brauche und was ich auch vielleicht nicht brauche. Und du hast die zurückgenommen oder eingebaut, je nachdem, wo wir gestanden sind. Und das war so ja, selbstwirksam, hast du auch gern dieses Wort und das war es wirklich. Und in diese Selbstwirksamkeit bin ich bei der ersten Geburt nicht gekommen.
Vielleicht war es auch gut im Nachhinein, dass ich so naiv reingegangen bin. Weil hätte ich mich mehr mit dem auseinandergesetzt, hätte ich vielleicht viel mehr im Kopf so eine ganz, wie soll ich sagen, so eine richtige Struktur gehabt und dann wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen, von dem weiter sondern loszulassen genau. von dem ursprünglichen Plan. Genau, sondern ich habe gar nicht so einen Plan gehabt, ich habe mir auch noch nichts vorstellen können. Und dann fängt das ja mal an und du denkst, aha, okay, so ist das, wird das jetzt noch schlimmer, halte ich das aus oder nicht? Und dann war ja wieder nichts und dann kriegst du wieder die nächste Einleitung und für mich war vor allem diese Frustration sehr schlimm. Für mich war es sehr schlimm, dass man sehr wenig mit mir gesprochen hat. Ich habe immer wieder meine Wünsche sagen müssen, ganz vehement. Immer wieder hat man so ein bisschen so, ja, sie weiß ja nicht, was sie redet. Und also ich hab dann wirklich sehr für mich einstellen müssen. Ich habe aber auch das Glück gehabt, dass ich eine Ärztin gekannt hat, die auch gesagt hat, die mich gekannt hat und die auch, das und das und das. Genau, die ist auch da geblieben und ich glaube, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre die ganze Geschichte noch einmal anders ausgegangen, weil ich halt sehr lange Presswehen gehabt habe und. Gell. Und sie war wirklich die ganze Zeit da und wir haben dann nachher noch drüber gesprochen. Sie hat auch gesagt, also es wäre wahrscheinlich anders verlaufen, aber ich habe sehr schon auf mich bestanden, auch gesagt, ich vertraue auf meinen Körper. Wir haben auch sehr oft noch dazwischen telefoniert, aber es war schon, also wenn man dann im Geburtsbericht steht, glaube ich, da war der Geburt 50 Stunden. Ja, und das waren auch 50 lange Stunden. Genau. Und dann kommt man so aus dem Kreis heraus und dann haben wir gedacht, dann haben sie mich in einen Rollstuhl ins Zimmer gebracht und dann fährst du so mit dem Kind und schaust alle an und ich sage, ich bin nicht mehr der Mensch, der war, sehen das die anderen jetzt auch, da kommt jetzt, da ist jemand reingegangen und der rausgeht, ist ganz wer anderer. Also das war schon so für mich so ein Moment, dass man gedacht habe, okay, und das hat sich auch alles verschoben. Gell? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe es mir überhaupt nicht vorstellen können. Eben wie gesagt, ich habe auf so viele Kinder aufgepasst, aber es waren nie meine. Und das war jetzt meins, das hat alles verändert in dem Moment. Und genau. Also wenn ich so zurückdenke an diese Situation bei der ersten Geburt, dann finde ich, dass da so ein riesen Bewusstseinsshift in dir passiert ist. Weil, ob jetzt Klinik oder zu Hause, es geht vor allem dieses, dass man aus der Selbstbestimmung und aus der Selbstwirksamkeit rauskommt, weil man diesem Prozedere, wenn man so viel über den Termin ist, dann einfach ausgeliefert ist. Und dann hast du, und dann geht's, und ich glaube, das Gravierendste ist dann einfach, dass es nicht mehr so primär jetzt um dich geht, wie geht es dir, sondern dieses Kind muss aus dir raus. Und du bist als Frau gar nicht mehr im Mittelpunkt. Es geht darum, dass dieses Kind aus dir raus muss. Ja, es ist alles nur noch um das Kind gegangen. Genau. Also das war ja mir auch das Wichtigste. Ich wollte ja auch gesundes Ja, und Kind. dass man sich auch selbst verlässt in dem Moment. Aber das war auch der größte Druckmoment. Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja zuerst noch im Klinikum Klagenfurt. Das war ja ursprünglich die Alternative quasi. Also ich habe mich drüben auch angemeldet. Und da haben sie ja so einen Druck auf mich ausgeübt und gesagt, ja, wir müssen jetzt einleiten, wenn es da nicht kommt, dann machen wir einen Kaiserschnitt. Und ich meine, das kann jetzt nicht sein. Erstens einmal, ich muss drüber nachdenken und. Und wie ich nicht sofort kooperiert habe, haben sie ja sofort gesagt, ja, das Kind ist unterversorgt, wenn sie das halt wollen, wenn sie ein krankes Kind haben wollen und. Und da kam dann sofort dieser Druck. Und ich bin aber dann, also ich war zuerst sehr verstört und habe gedacht, oh Gott, und ja, und natürlich mache ich mit und okay. Gell. Und dann erst in einem zweiten Moment bin ich dann aber bei mir angekommen und gedacht, stopp, mir geht's gut, ich fühle mich total gut. Okay, ich bin 4 Tage über oder 5 Tage über Termin, aber es ist alles in Ordnung. Ich spüre mich eigentlich total gut. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ja ich eigentlich voll in meiner deiner Kraft. Genau. Ja, und dann genau. hat's mir ja, genau. Und dann war ja so ein Punkt, da war nein, also dann haben wir geredet und dann war es ja irgendwie so, okay, wenn es meinem Kind echt schlecht geht, dann hätten sie ja jetzt sofort was gemacht und nicht so übermorgen holen wir das Baby. Und dann, okay, das fühlt sich gar nicht mehr stimmig an. Und dann habe ich eigentlich auch ein bisschen die Flucht ergriffen und gesagt, dieses Krankenhaus ist es nicht, ich gehe jetzt in ein anderes, wo ich mich auch gesehen fühle. Und das war auch so, also ich habe mich dann auch gesehen gefühlt. Es war eine schwierige Situation, weil wenn ein Baby nicht von allein zur Welt kommt und halt einfach nichts weitergeht,
das macht einen Mühe, wenn man sich denkt, warum funktioniert das bei allen anderen, dass die Wehen kriegen und ich kriege jetzt, bei mir funktioniert nichts, egal, wir haben ja vieles probiert, wir haben ja Akupunktur gemacht, wir haben, was nicht was alles, ich habe diesen Hebammen-Cocktail sogar, wo du gesagt hast, du es nicht. Natürlich habe ich das auch gemacht, ich habe jede Position gegoogelt, alles machst du und machst die auch vor allem selbst narrisch. Also das war genau, das war für mich schon, also immer echt jeder Tag, der verstrichen ist, genau. Ich kann mich sogar noch erinnern, beim ersten Kind ich glaube, es waren eben ein Tag, bevor ich dann ins Krankenhaus gekommen bin ich mit dem Rad noch bis nach Völln wieder nach Hause gefahren. Und ich dachte, okay, beim Radfahren mache ich das jetzt durch die Bewegung, dass das Kind runterrutscht. Und das ist einfach nicht, es hat einfach nicht sein sollen. Es hat dieser Weg sein müssen. Das klingt jetzt vielleicht, ich mag dir nicht so nahe treten. Ich glaube, wenn du diese Geburt nicht so erlebt hättest, wärst du heute eine andere Frau, privat und beruflich. Weil ich glaube, dass genau dieser Entzug von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit einen riesen Einfluss darauf gehabt hat, wie du beim zweiten und dritten Mal deinen Weg gegangen bist, wo du einfach so eine Klarheit dann in dich hineingekriegt hast. Was willst du? Was können andere dir erzählen? Was können die anderen nicht erzählen, weil du gewusst hast, nein, du verlässt dich nicht. Und du vertraust dir, du vertraust deiner Intuition und deinem Körper. Und es ist, also wenn ich jetzt an die Gloria denke, beim zweiten und beim dritten Kind, dann denke ich mir, ich kann mich an sehr viele Sätze erinnern, die du von außen gekriegt hast, die keine Wirkung mehr bei dir gehabt haben, die nicht alle stärkend waren, aber die einfach in dein System einfach überhaupt nicht eingetreten. Also da war kein Tor mehr offen dafür. Und beruflich kann ich es ja nicht so beurteilen, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, glaube ich, dass genau solche Situationen, wenn du dann im Betrieb, wo du arbeitest, im Personalmanagement bist und vor allem dich auch um Frauen kümmerst, die dann Kinder kriegen, und da eher deinen rechtlichen Aspekt hineinbringst und da das Licht quasi hineinleuchtest, dass du da auch noch einmal ein anderes Bewusstsein und Standing hast, weil du weißt, nein, wir müssen uns stärken, damit die Frauen gebildet sind, damit die Frauen so quasi ihre Selbstbestimmtheit in der Hand haben und dann sie eine Idee haben, was das jetzt eigentlich alles für sie heißt, für ihre Zukunft, für ihr Leben eigentlich. Ja. Also ich traue mich sagen, dass die erste Geburt sehr viel verändert hat, also sehr viel zukunftsmäßig dann in deinem Leben verändert hat. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ganz laut Nein gesagt habe. Und jetzt ist Stopp. Ich habe nämlich viele Situationen in meinem Leben gehabt und gesagt, na, eigentlich will ich nicht, aber okay, ich gehe noch ein bisschen mit, aber ich habe eigentlich schon gespürt, ich will nicht mehr. Und da war es das erste Mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das machen wir jetzt so, wie ich es möchte. Und es war ganz ein lautes Ja zu mir selbst und zu dem, dass und das habe ich danach auch immer wieder gesagt, ich kenne meinen Körper und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich weiß ganz genau, ich spüre das richtig, richtig gut. Ihr könnt es mir alle vertrauen. Das war auch, glaube ich, vielleicht eben für die zweite Geburt der Vorläufer. Ja. Weil es haben ja alle gesagt, bist du wahnsinnig, eine Hausgeburt und ich habe das dann nicht einmal mehr irgendwann gesagt, weil für mich war das klar. Und es haben ja viele gefragt, was sagt dein Mann dazu? Und mir ist schon klar, ich habe das auch immer gesagt, mir ist klar, wir kriegen dieses Kind zusammen, es ist unser beides Kind. Aber der Körper, der dieses Kind dahin bringt, ist und bleibt meiner. Und da kann ich auch nicht reinspüren. Ich habe gewusst, wenn ich wieder in ein Krankenhaus gehen müsste, wäre das für mich nicht ideal. Ich könnte nicht so entspannen, ich kann nicht so in meiner Kraft sein. Und das habe ich auch zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, du musst mir vertrauen, dass ich das kann, dass ich das weiß und dass ich niemals unser Kind gefährden würde, sondern eigentlich genau gerade das Gegenteil mache. Mit meiner Entscheidung musst du mir vertrauen, so wie ich dir vertraue in der Situation und ich dann auch loslassen kann, weil ich weiß, du bist da, ich brauche die.
Aber du musst mir diesen Schritt einfach, du musst mir glauben, dass das Richtige ist, weil ich das so gut spüre. Und das war vielleicht auch nur möglich, weil er war ja auch bei der ersten Geburt dabei. Und du weißt ja, er hat ja schon seitdem auch gehabt und war so ein bisschen unsicher, so Hausgeburt und so. Und er hat sich das auch ja auch von vielen Seiten gehört. Und der Shift, und das weißt du auch, den er gehabt hat nach dem zweiten Baby, also der war ja noch einmal, glaube ich, also mindestens gleich groß wie meiner. Gell? Er hat das ja auch gesehen und er hat ja auch gesehen, diesen Unterschied. Genau. Und auch von der Sichtbarkeit. Und genauso wie du es auch sagst, also in dem Moment hat sich bei mir schon vieles getan. Wie sieht man jemand anderen? Wie begegnest du jemandem auf Augenhöhe? Und du sagst jetzt, beruflich hat sich viel getan. Ja, natürlich, persönlich hat sich viel getan. Und was ich halt wirklich gelernt habe, ist, dass ich die Menschen anschaue und auf Augenhöhe versuche, und egal, ob das jetzt privat oder beruflich ist, dass ich den sehe in seiner oder in ihrer Situation. Genau. Und das habe ich, das ist, glaube ich, seit damals sehr, sehr ausgeprägt. Sehr ausgeprägt, ja. Genau. Ich komme heute ja gerade von einer Geburt. Da hat eine Mama das dritte Kind geboren, zu Hause. Jetzt das erste Mal gewollt zu Hause. Das zweite ist so schnell gegangen, dass es in der Klinik war. Und wenn ich jetzt da über Hausgeburt oder Klinik rede, geht es mir überhaupt nicht dafür oder dagegen, sondern vor allem, dass man, also das Fakt ist, dass man im klinischen Setting schneller aus der Selbstwirksamkeit rauskommen kann, weil die Umstände günstiger sind dafür, dass man nicht in eigener Kraft bleibt. Und weil du jetzt deinen Partner erwähnt hast, und wenn Begleiterinnen dann eine Geburt in einem Setting erleben, wo es keine Selbstwirksamkeit mehr der Frau gibt, keine Selbstbestimmtheit mehr und wo plötzlich ganz viele Leute im Raum sind und dann müssen die Sachen gelöst werden. Und das passiert im klinischen Setting sehr oft, dass man dann vor allem am Ende vielleicht aus dieser Geduld hinausfällt, aus der eigenen Unsicherheit heraus, weil man halt ja immer im Background diese Verantwortung für zwei Leben hat und je nachdem, wie man diese Situation halten kann, wird man stressiger oder weniger stressig, hat manchmal mit der Situation per se ja nicht wirklich was zu tun. Und da dürfen wir an uns arbeiten als Personal. Und wenn Sie dann einmal das so erleben, dann haben Sie natürlich verständlicherweise eine Idee oder eine Speicherung, oh Gott. Und das war dann, und einer war auf der Frau, der andere war unten und die andere war links und rechts und ich bin daneben gestanden, habe nur Panik gehabt, dass die jetzt beide überleben. Wie soll das zu Hause mit einer Hebamme vielleicht nur und Kerzenschein und einen Kerzenschein passieren? Ja, genau. Und genau heute, es war einfach so entspannt. Es war einfach nur großartig. Und ich habe gesehen, diese Frau braucht einfach ganz, ganz viel Raum und Zeit. Und ich habe mir nie Sorgen gemacht, weil ich diesem Prozess einfach vertraue. Und ich vertraue dieser Kraft, die die Frau in sich hat, auch in Momenten, wo sie selbst nicht daran glaubt. Und ich glaube, das ist das Allerwesentlichste. Und dann habe ich meine Sachen wieder zusammengepackt nach der Geburt, meine Tasche, meinen Koffer so. Und dann hat der Partner mir geholfen, die Sachen ins Auto zu tragen. Und dann schaut er mich so an und sagt, Sala, wie ist das jetzt? Wann muss ich sie jetzt ins Krankenhaus bringen? Und ich habe gesagt, wie meinst du das? Ja, wann muss man jetzt ins Krankenhaus fahren? Das war in meiner Welt, also so, wie meinst du das jetzt? Das ist ja alles in Ordnung. Ach so, müssen wir jetzt nicht? Wir sind ja angemeldet auch. Müssen wir jetzt nicht ins Krankenhaus fahren mit ihr und mit dem Baby? Aber ich so, na, ach so. Das heißt, es ist alles schon vorbei. alles erledigt. Es ist alles schon vorbei. Sie haben dann alle im Bett gegessen, die Kinder haben das Küsterle gehalten. Ich sage, na, es ist alles gut. Dann sagt er, es ist ja echt unaufgeregt, oder? Aber ich sage, ja, so kann es sein. Nur unsere Gesellschaft kann da halt so viel Drama hineinlegen und so viel Akrobatik, dass eigentlich sehr oft einfach diesen Tatsachen, die der Rahmen eigentlich braucht, eigentlich gar nicht entspricht. Und deswegen sind sie so überrascht, okay, so kann das auch sein. Ja. Ich glaube, dass es, also ich würde niemandem sagen, mach unbedingt Hausgeburt. Nein, das ist auch nicht das Ziel. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, jeder muss sich wohlfühlen. Ja, ganz genau. Und wenn man sich sicherer fühlt, nur für mich war das eben einfach
für mich hat es überhaupt nicht gepasst. Also das ist ja nicht so, dass man immer eine Hebamme hat, die durchgehend im Krankenhaus bei dir sitzt. Du weißt ja nicht, wenn du reinkommst, welche Person wartet auf dich. Kannst du mit der Person gut oder nicht gut? Also matcht sie euch? Man hat sich vorher nie getroffen. Man ist so irgendwie neu und in so einer Ausnahmesituation. Und dann war es ja bei mir so, ich habe ja, was nicht wie viel Schichtwechsel erlebt. Also ich habe ja immer und immer wieder andere Personen gehabt. Und ich komme nicht raus, da komme ich wieder rein. Also es war ja jetzt nicht so, also für mich war diese Sicherheit zu Hause mit einer Person, die nur für mich da ist, und zwar durchgehend, das hat mir mehr Sicherheit gegeben. Und das muss man einmal, also einfach dieses Setting hat mir einfach, genau. Ich glaube, wir dürfen definitiv das System weiter verbessern, damit die Frau dieses Recht, also ich würde es für mich mir wünschen, dass wir das politisch durchsetzen, dass das ganz selbstverständlich ist, so wie es zum Teil in skandinavischen Ländern ist, dass das Lobby der Frau so groß ist, dass es nicht einmal eine Diskussion ist, ob die Frau eine 1:1 Betreuung haben kann und dass wir so viel Personal auf die Beine stellen, dass das möglich ist, dass das ein Grundrecht der Frau ist, eine 1:1 Betreuung zu haben. Die Lobby der Frau, ich meine, das ist ja ein schönes Thema, was du da ansprichst. Das ist ja nicht nur, was Geburt angeht. Es geht ja generell, egal, wir haben ja jetzt auch ich habe ja den Workshop bei dir besucht und man ja auch feststellt, oh ja, so, man weiß noch gar nicht so viel über den weiblichen Körper, weil man halt immer nur an männlichen Körpern getestet und Medizin ausprobiert hat oder dass das alles auf das ausgelegt ist auch. Es ist aber auch rechtlich, politisch. Wenn du da, jetzt bin ich wieder im Beruflichen, aber wenn du da hinschaust, ist das halt auch ganz, ich weiß nicht, ob es an der Lobby liegt, ob wir zu wenig laut sind. Manchmal habe ich das Gefühl, durch das Social Media und durch die Möglichkeit, sich zu verbinden, auch wenn du zu Hause bist, hast du einfach mehr, entsteht eine Art Macht und es geht was weiter und wir werden lauter, wir regen uns auf. Und dann habe ich, an einem Tag habe ich das Gefühl, es geht echt gut weiter und an anderen Tagen habe ich, wir stehen ja noch immer. Aber es fehlt dann dieser Lobby und dass man da einfach mehr Sichtbarkeit hat. Und dann finde ich das einfach so erschöpfend, wenn man sagt, ja, Frauen sind mitgemeint. Na, bitte meint uns nicht mit, bitte sprecht uns definitiv an. Ich möchte nicht mehr mitgemeint werden. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und das ist auch so etwas, wenn du das früher gesagt hast, vorher, also so wie so mit Mitte 20 habe ich mir gedacht, ach, ich will mitgemeint, ich nehme das nicht so ernst. Und jetzt sage ich jedes Mal, na, bitte, ich fühle mich nicht mitgemeint. Und ich möchte das auch nicht mehr. Ich möchte jetzt wirklich sichtbar werden und ich möchte auch, dass andere Frauen sichtbar werden. Und wie hat das zum Beispiel dann natürlich deine eigene Mutterschaft, dieses Bewusstsein darin verändert in deinem persönlichen Leben, aber auch in deinem beruflichen Leben? Wie kommt man dann als auch in der Rolle der Mama zurück in die Firma, in die Personalabteilung? Was hast du dann, also wie hast du dich da erlebt, wenn du jetzt zurückdenkst? Also wenn ich zurückdenke, hat da eine Reise begonnen. Ich weiß noch nicht, ob ich schon angekommen bin, glaube nicht. Aber es hat eine Reise begonnen. Also das Baby war da, okay, und ich habe angefangen, ich habe mir dann erst eigentlich, hat es bei mir da richtig begonnen mit dieser Liebe und allem drum und dran. Dann stillst du, dann kommst du drauf. Ich weiß noch, dass meine beste Freundin hat zu mir vorher gesagt, also unter einem halben Jahr brauchst du gar nicht, also wir haben irgendwie darüber geredet, dass man danach wieder einen Prosecco trinkt und sie hat gesagt, unter einem halben Jahr kann man mit dir da nichts anfangen. Du wirst stillen. Und ich meine, ein halbes Jahr stillen, sicher nicht. Kann ich mich echt noch erinnern. Aber das lachen wir heute noch. Ich habe über ein Jahr, und das erste war die, was ich am wenigsten lang gestillt habe, gestillt. Und ich kann mich erinnern, dass sie mit 8 Monaten hat die noch immer nicht gegessen. Die wollte einfach nicht. Und was machst du dann? Ja? Und das sind alles so Aspekte, die habe ich mir vorher gar nicht vorstellen können, dass wenn du ein Kind hast, das halt einfach den Brei verweigert und nicht isst, wie tust du denn dann? Dann ist es halt schwer mit, dass du sagst, so, jetzt geh ich wieder und ihr werdet das schon machen, weil es ist halt eine Abhängigkeit da. Gell? Und das war für mich total, also das hat mich so auf den Boden der Tatsache, und natürlich hat sie nicht mit dem Papa schlafen gehen wollen, natürlich nur mit der Mama und. Also da waren, und ich habe mir auch schwer getan. Das hat sich auch verändert, vom ersten bis zum dritten Kind. Das erste Kind, habe ich gedacht, wenn ihm das gibt und das weint und das halte ich nicht aus, es bricht mir das Herz, es hat mir auch das Herz gebrochen. Und beim dritten habe ich einfach gesagt, ich muss gehen, weil ich brauche jetzt Luft. Und wenn ich nicht gehe, dann kann ich nicht mehr atmen und das bringt uns allen nichts.
Aber das dritte hat auch nicht mehr so geschrien, muss man auch dazu sagen. Vielleicht hat die einfach diese innere Haltung gemerkt. Das ist gar nicht möglich. Und es war okay, genau. Und da hat sich ja auch für uns was getan. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber beim ersten gesagt, nein, sie hat einfach nicht gegessen. Sie wollte nicht mit ihm schlafen gehen. Es war alles, ich war voll da. Und dann bin ich wieder, dann ist der Tag des ersten Arbeitstages immer näher gekommen. Und ich habe mir einfach gedacht, oh Gott, wie wird das werden? Es war heavy. Es war einfach heavy. Und ich war damals auch noch gar nicht so weit, mir irgendwie Gedanken darüber zu machen, dass man es zwischen uns zwei Eltern irgendwie anders aufteilen, weil es war so klar, dass also ich habe nicht einmal eine Sekunde in Frage gestellt, ob er irgendwie seine Arbeitszeit reduziert und mehr da ist. Das war bei uns, und wir waren jetzt kein Pärchen, das Gleichberechtigung jetzt irgendwie kritisch sieht oder so, aber es war einfach gar nicht Thema, sondern wenn ich jemandem das Kind gegeben habe, dann war das die Oma. Also die war eigentlich mein Sparring-Partner, wie wir uns das einteilen, dass ich wieder arbeiten gehen kann, aber nicht mein Partner. Genau. Und ich merke das aber jetzt auch heute noch immer wieder, dass das also eigentlich bei der Mehrheit so ist, dass die Aufteilung zwischen der Mutter und den Großmüttern stattfindet und ganz selten zwischen den Eltern. Genau. Und das war da noch gar nicht gegeben. Und dann ist sie relativ rasch dann Baby Nummer 2 gekommen. Aber du hast gearbeitet dazwischen. Ich habe gearbeitet, genau. Und das war ein Balanceakt, weil natürlich wollte dann das Kind auch nicht so in die Kleinkindgruppe gehen, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Und meine Mama hat auch noch gearbeitet, also es war jetzt nicht möglich, dass ich sie immer zur Oma gebe. Genau, und das war echt ein super Gefühl, wenn du in der Früh dein Kind abgibst und das schreit nach dir und du sollst in die Arbeit gehen und da rufen die auch schon die Kollegen an, wann du denn endlich da bist und du kommst in die Arbeit mit dem Gefühl, dass du als Elternteil versagt hast und das Erste, was du in der Früh hörst, boah, heute bist du aber spät und du denkst, du hast schon 7 Leben gelebt, bevor überhaupt der einer kommt. Genau. Und wenn du dann wieder gehst, heißt es mal, du bist jetzt fein, du kannst jetzt nach Hause gehen, aber dass du ein Kind abholst, das dich braucht und jetzt quasi noch mehr vermisst als vorher. Also es war alles viel. Gell? Und ich habe ja nur eins gehabt. Also, genau. Und ich verstehe ja immer, also ich werde das immer gefragt, wie machst du das mit 3? Bei einer schon so viel, ich denke mal, ja, 1 war mir auch echt auch viel. Aber ja, genau. Man wächst in die Rolle einfach hinein. Genau. Wie hat sich dann zum Beispiel durch das zweite und das dritte Kind das zwischen dir und deinem Partner dann verändert, zum Beispiel in der Aufteilung? Wie würdest du sagen? Das zweite Kind kam Ende 2019, wie wir alle wissen, kam mit 2020 Corona. Also es war eine super Mischung, das Baby war da, Corona und meine Mama ist ganz schwer erkrankt. Also mein Kinderbetreuungs-Sparring-Partner ist ja komplett weggefallen. Corona war, er war mehr zu Hause und plötzlich waren das keine Mama-Kinder mehr, sondern plötzlich hat sich das einfach verändert, die ganze Dynamik. Also die Kinder, wenn sie hingefallen sind, sind sie auch zu Papa gegangen und wir haben ganz eine andere Aufteilung gehabt, wahrscheinlich auch also er hat viel mehr von unserem Familienleben mitbekommen und das war, also ich will jetzt nicht sagen, dass Corona gut war, aber dieser Aspekt, das war auch sehr positiv, dass wir da einmal als Familie ganz ein anderes Setting gehabt haben und viel enger waren. Und da hat sich einfach voll viel verändert und ich wollte dann auch wieder arbeiten gehen. Und wir haben die Kleinkindgruppe oder den Kindergarten gewechselt und da war es halt so, erst nach 1,5 Jahren kann das Kind kommen. Bei uns ist das genauso gewesen, dass im September war er noch nicht ganz 2. Also wir müssen 2 Jahre irgendwie überbrücken und für mich war klar, ich will nach dem Jahr, also nach einem Jahr auch wieder zurück in den Beruf. Ich mag nicht so lange stehen. Das war für mich immer klar, jetzt gar nicht wegen dem finanziellen Aspekt in erster Linie, sondern für mich war das immer ein Thema, genau, ich möchte auch eine Karriere machen, ich möchte auch meine Gehaltssprünge machen, ich möchte auch präsent sein und ich möchte das auch für mich machen. Ich habe immer gesagt, ich habe nicht umsonst studiert. Ich möchte auch wieder meins haben und wahrscheinlich kommt da wieder der Teil von meiner Mama sehr zum Tragen, dass ich mir gesagt habe, nein, ich möchte niemals in die Situation kommen, dass ich finanziell abhängig bin. Ich sage auch immer, ich bin voll gern mit dir zusammen. Und zwar nicht, weil ich es muss.
Das heißt, wenn wir uns heute trennen, ich schaffe das finanziell und das war mir immer wichtig. Also ich bin nicht zusammen, weil ich nicht weiß, wie ich meine Rechnungen zahlen werde, sondern das war immer mein Wichtigstes. Gell? Also und ihr habt auch offen und ehrlich darüber gesprochen. Ja, genau. Ja, genau. Also ich glaube, bei uns funktioniert das so, dass jeder sagen darf, was er braucht und dass man sich dann gemeinschaftlich überlegt, wie wir es hinkriegen. Also natürlich geht es manchmal besser, manchmal schlechter, aber wenn man sich gehört fühlt, ist ja schon einmal viel getan. Und ich muss auch sagen, es gibt ja nicht das System per se, was funktioniert. Aber damals haben wir angefangen und dann ist er auch in Elternteilzeit gegangen. Also wir haben gesagt, er beim zweiten Kind dann? Beim zweiten Kind, er geht Elternteilzeit, wir teilen uns das, also wir waren beide in Elternteilzeit. Und ich bin einen Teil wieder arbeiten gegangen und einen Teil hat er eben dann betreut, hat auch seine Arbeitszeiten anders gelegt. Genau, und dann ist das eigentlich sehr, sehr gut gegangen, dass er wieder arbeiten hat gehen können. Ich habe gemerkt, mir tut das gut, einmal weg zu sein und wieder andere Sachen zu sprechen, zu denken. Genau. Natürlich müsste ich jetzt den Partner fragen, wie er das erlebt hat. Nichtsdestotrotz will ich wissen, also wie würdest du das bezeichnen? Wie findest du, was für ein Fluss, also wie das Beziehung zu seiner Realität darüber, was Kinder da alles brauchen, wie ihn das geprägt hat? Ich glaube, es war für ihn auch eine Art der Emanzipation. Ich habe das ganz am Anfang spannend gefunden, weil wie ich wieder zurückgekommen bin, haben wir gesagt, ja, und wo sind die Kinder bei der Oma? Und ich gesagt, nein, die sind bei meinem Partner. Ach, hast du vorgekocht? Und ich habe gesagt, nein. Der hat studiert, der hat einen super Beruf, der kann Algorithmen schreiben, der kann auch einen Herd benutzen. Und er kann, ich glaube, ich traue ihm das zu, ich habe dieses Vertrauen, dass er auch eine Waschmaschine bedienen kann. Er wird das machen, es gibt Internet, er kann jedes Rezept googeln. Nein, ich koche nicht vor, er kocht ja auch nicht für mich vor. Ich bin nicht seine Mama, ich bin die Mama von den Kindern und er ist der Papa von den Kindern. Und das war für uns beide, ich habe das immer wieder gesagt. Genau, und da sind wir irgendwie gleich gewachsen. Das war ein Moment, da sind wir einmal auf einen Ausflug gefahren und früher war das so, also wie ich noch mehr zu Hause war, oder die Hauptzeit zu Hause war, dann habe ich den Rucksack gepackt, ich habe geschaut, was müssen wir an Snacks einpacken und. So mit 2 Kindern braucht man ganz viel und Windeln und Wechselgewand und sowieso, gerade so in der ersten Phase. Und das war voll spannend, da sind wir dann schon spät dran gewesen und er ist umgeschaut und gesagt, ich habe schon alles fertig. Und natürlich habe ich nochmal nachschauen müssen. Check. Ja, check. Und das war aber für mich ein Check. Ich habe mir in dem Moment gedacht, schau, und das ist jetzt das erste Mal, dass der alles weiß. Der hat alles eingepackt, der hat dann alles gedacht. Warum? Weil er es die paar Mal davor auch hat machen müssen. Und ich weiß, dass man mal geredet hat und gesagt, er war auf irgendeinem Ausflug und hat Essen vergessen, hat einmal die Windeln vergessen. Mir ist das auch passiert, ganz am Anfang. Aber das wird oft nicht so thematisiert. Bei Männern wird es immer, er hat das vergessen. Ja, ich habe auch schon als Mama viel vergessen. Und ich glaube, das war irgendwie so, das hat uns in der Elternschaft und Paarbeziehung wieder auf ein anderes Level gebracht. Also ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es ihm auch gut getan hat und auch die Beziehung zwischen ihm und den Kindern war dann ganz eine andere. Und wenn ich gar nicht sichtbar und einfach mal weg war, das war eigentlich das Gute daran, dass er hat sein Ding gemacht, er hat es nicht so gemacht wie ich und ich habe ihm das auch immer gesagt. Und auch machen dürfen. Genau, ich habe gesagt, du brauchst nicht meine Kopie sein, sei du selbst, sei du, wie du es machen willst, bau dir deinen eigenen Rhythmus, wie euer Tag läuft, du wirst es eh lernen, du siehst es eh mit den Kindern. Ich will dir nicht sagen, um 9 Uhr das, um 10 Uhr das, um 11 Uhr das mache ich noch und das mache ich noch. Ich schreibe dir keine Listen. Find your own way. Und ich war auch zu Hause, ich habe es auch machen müssen. Ich habe auch meinen eigenen Weg gefunden. Und der ist nicht gleich in der ersten Woche und am ersten Tag richtig gelaufen. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass genau das, was du jetzt angesprochen hast, wir Frauen uns sehr oft selbst im Weg stehen, dass uns dieses Loslassen und diese Verantwortung wirklich auf den Partner, Partnerin zu geben, eigentlich nicht so ein einfacher Schritt ist. Und dass es manchen Frauen nicht so gut gelingt, das wieder loszulassen und das aufzuteilen, aber trotzdem für den anderen einfach alles mitdenken und alles mitmachen und organisieren. Weißt du, ich glaube, mir ist es deswegen so einfach gefallen, aus einer bloßen Überforderung heraus. Also ich habe gearbeitet, ich habe die Kinder gehabt und wenn ich bei den Kindern war, wollte ich voll da sein. Ich wollte eine Hausarbeit, ich wollte dann wirklich präsent sein.
Und dann habe ich noch eine Mama gehabt, die im Krankenhaus war oder zu Hause war, wo auch zum Kochen war, was zum Vorbereiten war, was zum Hinbringen war. Einmal dorthin das, also da war ja auch sehr viel Pflegearbeit, die da war. Und ich habe einfach keinen Kopf gehabt und keine Ressourcen, mich auch noch geistig reinzudenken, wie sein Tagesablauf denn sein könnte, sondern das war eigentlich auch sehr viel, Das Leben. es geht nicht mehr. Ich bin voll, ich denke schon an so viele Dinge, ich habe so viele Sachen im Kopf, ich kann nicht auf dein Leben denken. Das geht einfach nicht. Bitte, mach selber. Das Einzige, was ich schon gesagt habe zu ihm, bitte, also natürlich, fahr zu deinen Eltern und wir sind ja auch die Großeltern und. Aber bitte mach's nicht so, dass du jeden Tag und durch drüben bist. Weil dann ist es wieder dieses Abschieben, was ich eigentlich ja nicht wollte. Aber das war gar nicht so, also das ist bei uns gar nicht so aufgekommen. Er wollte das selber gar nicht. Also er war zu Hause, genauso wie ich zu Hause war, hat sein Ding gemacht. Er hat mit den Kindern Sachen unternommen und gemacht. Und hin und wieder ist er auch zu den Eltern oder was auch immer gefahren und hat das auch gemacht. Aber es war nicht so, dass es jetzt so war, dass er die dann, auch das erlebe ich oft, die packen dann die Kinder ein und sind dann das ganze Wochenende bei der Oma, weil halt das fein ist. Nein, das war es nicht. Also das war bei uns gar nicht so. Genau. Und dann hast du ja deine Mama verabschieden müssen. Mhm. Und dann kam noch einmal eine große Überraschung. Mhm. Ja. Ja, das war wahrscheinlich, also genauso wie eine Geburt prägt, prägt gehen lassen sehr. Aber ich bin eigentlich sehr stolz, dass ich bis zum Schluss auch das auf Augenhöhe gemacht habe. Und das ist auch wieder, was du früher gesagt hast, ich habe früher einen kurzen Moment drüber nachgedacht und gedacht, ja, all diese Erfahrungen haben dann auch dazu geführt, dass in der ganzen Pflegearbeit nie das so mechanisch oder so überhaupt erlebt, dass man dann einfach so über jemand anderen hinweg, also genauso wie man oft über kleine Kinder hinweg entscheidet und sie zu etwas zwingt, was sie gar nicht wollen und gar nicht richtig hinhört, was so ein kleiner Mensch, egal ob es jetzt ein Baby ist, das noch sich gar nicht ausdrücken kann, die können das sehr wohl, aber man muss vielleicht spezieller hinschauen. Und auch wenn jemand geht, muss man auch hinschauen und das wollte aber noch schwerer. Und das war schon echt heavy. Aber also es war wirklich schlimm, teilweise das zu beobachten, vor allem wenn ein Mensch nicht gern gehen mag, wenn ein Mensch an einem Punkt im Leben steht, wo noch so viel vor sich hätte oder gedacht hat, eben auch mit den Enkelkindern zu erleben und das so schmerzhaft ist, dass man dem beraubt wird und man kann nichts machen. Man hat so gekämpft und es hat halt nicht ausgereicht. Gell. Und dann war dieser letzte Weg heavy. Und das war echt schlimm, weil ich ja gearbeitet habe. Das waren so kleine Kinder, die gar nicht verstanden haben, was da passiert. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du weißt, es wird nicht mehr so sein, dass meine Mama gesund wird. Sie wird sterben. Und das war ein ganz schlimmer Moment, das anzuerkennen und anzunehmen, zu sagen, okay, Loslassen. that's it. Ich glaube, loslassen. Man funktioniert dann ja, also ich glaube, das ist ein richtiger Loslassprozess oder so. Also ich war dann so in dem drin, dass ich gewusst habe, ich muss jetzt den Raum halten für meine Mama. Ich muss jetzt da sein, muss jetzt auch, auch mit ihren Gefühlen, also sie dahin zu begleiten, dass sie das annehmen kann, dass das jetzt so ist, gell? Also dieser Schmerz. Und da zu sein, so gut es geht und wenn sie mich braucht, einfach für sie jetzt da zu sein, nicht für mich da zu sein, sondern für jemand anderen zu sein. Aber das war, ja, also das war schon
neben der Geburt meiner Kinder eines der heftigsten Dinge. Ja. Also wenn es nicht gar noch Die intensivste eher intensiv. Ja. Ja. jemanden aus dem Leben zu begleiten, als jemanden ins Leben zu begleiten. Aber ich glaube, wir haben ja viel darüber gesprochen auch, dass du da sehr stark auch wahrgenommen hast, dass es genau diesen gleichen Rahmen braucht und dass es auch da nicht immer einfach ist, in der Selbstbestimmtheit zu bleiben, weil man auch einem System unterworfen ist, auch angewiesen ist auf das System zum Teil, ja, natürlich. Und auch da man vielleicht ein bisschen, also sich dafür einsetzen muss, dass dann man diesen Weg aus dem Leben auch so gehen darf. Ja. Wann ist Wie denn man- der Moment, wann wo ist du der- aufhörst? Wo du niemand drüber redest, dass du jemanden retten kannst, verlängernd, sondern wo ist der Moment, wo du wirklich sagst, okay, wir gehen zurück. Und das ist so schlimm, ja, diesen Punkt zu erkennen, zu sagen, okay, passt, nimm es an. Und ja, also das prägt mich sehr. Und es war auch so ein Moment zwischen meiner Mama und mir. Sie war ja dann aufgrund der Medikamente teilweise ja nicht ansprechbar und nur ganz selten so, dass ich das Gefühl gehabt, jetzt ist sie wieder da. Gell? Und da war ein Punkt, da hat sie mir ganz klar in die Augen gesagt, ich weiß, du lügst mich nicht an und deswegen frage ich dich ganz klar, werde ich sterben? Und lüge mich jetzt ja nicht an. Ich habe nicht gelogen. Aber es war das Schlimmste, was ich je jemandem sagen müssen. Ja. Und dann kommt da halt, ja, es ist echt, das ist irgendwie, du gehst dann weg von jemandem, weil du weißt, den siehst du immer so oft, musst aber wieder zu deinen Kindern, weil die brauchen sie dich auch, sind halt auch noch super klein und die vermissen ihre Mama und die verstehen das ja auch nicht. Und dann kommst du in ein Haus rein, wo das pure Leben herrscht, das pure Chaos und du stehst da und genau. Diese Balance zu finden und nicht selbst unterzugehen, Ja, ist groß. ja. Würdest du sagen, ich finde, und deswegen bin ich gespannt, was du mir sagen willst. Ich finde, dass wenn dass die Frau die Möglichkeit hat, im besten Fall unter der Geburt ihrer Kinder an eine Kraftquelle in sich anzudocken, von der man so im alltäglichen Leben sehr oft eigentlich keine Ahnung hat, was man alles in der Lage ist, eigentlich zu leisten, ist vielleicht nicht, das ist, so meine ich es nicht, aber was für eine Kraft eigentlich in uns ist und wie groß wir eigentlich sind und wie nicht omnipräsent das für uns im Alltag eigentlich ist. Und wenn du jetzt an diese Situation mit der Mama denkst, würdest du für dich sagen, dass dich die 2 Geburten, die du selbst erlebt hast, dass die vielleicht diese Erfahrung dir geholfen hat, so eine Tiefe in dir zu finden, wo du gewusst hast, du darfst dich jetzt nicht verlassen, weil wenn du dich jetzt verlässt, verlässt du die Mama und verlässt die ganze Situation, sondern du musst, auch wenn es manchmal vielleicht vom Gefühl her so war, ich will am besten nicht in dem Film sein, ich will in dieser Realität jetzt einfach nicht zu Hause sein, aber ich muss bleiben und ich darf mich nicht verlassen. Ob jetzt bei der Mama ist, in diesem Verabschiedungsprozess, oder ob es zu Hause ist, wenn ich durch die Tür als Mama kommt und die Kinder schreien Mama, Mama und sondern immer wieder bei dir anzudocken und wissen, ja, es gibt diese Kraft in dir, die es dir ermöglicht, beides irgendwie zu jonglieren und zu halten. Ich glaube, dass meine zweite Geburt
so eine Urkraft oder so eine Tür dahin geöffnet hat, wer ganz tief drinnen da ist. Also ich kann es jetzt so, aber ich habe meine zweite Geburt so erlebt, dass ich eigentlich das selber, ich war also jetzt nicht komplett allein gelassen, sondern ich war allein, aber das in einem positiven Sinne, sondern Ja, genau. ihr wart zwar da, aber ich habe euch gar nicht gebraucht. Ich war mit mir und ich habe, also manchmal wird das ja Geburt so negativ, aber ich habe die ja so kraftvoll und mega cool in Erinnerung, weil ich habe das erste Mal gespürt, wie mächtig ich bin. Also ich habe das ja alles allein gemacht und du hast mir das, also du warst mein Backup, aber ich habe ja das Kind sogar allein, also so ist es in meiner Erinnerung, ich kann mich noch erinnern, dass ich runtergeschaut habe, wir haben uns so einen ganz kurzen Moment angeschaut, du hast so gemacht, du bist da, wenn ich die brauche, aber du brauchst, also ich habe es einfach, es war so, wir haben uns nur angeschaut und ich habe mir gedacht, ich mache es allein und sie weiß es. Und ich habe das auch allein als Kind und dann habe ich mich hinter und du warst da und wir haben zwar geredet, aber ich hab das alles allein geschafft. Ich habe diese Kraft gehabt. Es war mein Partner da, aber ich war so, ich habe echt das Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt, diese Kraft habe ich. Und ich bin so ausgegangen. Also nicht mehr so wie bei der ersten, so ein Rollstuhl und so, oh Gott, was war das? Sondern ich bin so gestanden und immer, mega. Es war so eine schöne Geburt, es war so cool, es war so kraftvoll, ich war so stolz, es war alles schön. Also es war einfach für mich, das war die allerschönste Geburt, die man je vorstellen hätte können. Aber auch Und diese Kraft, ja, ja, an die denke ich heute noch oft. Ich denke mir oft einmal in so Situationen, wo ich denke, nein, die Größe, die habe ich einmal gespürt, die ist da, also das bin ich jetzt, das hat mich sicher ja größer gemacht. Und das war in dem Moment, ich wusste, ich habe diese Kraft, ich kann jetzt alles ausblenden, ich bin da, ich habe diese Stärke und du hast es ja immer so schön gesagt, diesen Raum halt. Ich habe das nie so richtig verstanden, was du damit meinst, wenn man jemanden den Raum hält. Aber dann habe ich es verstanden. Also ich habe da so oft an das gedacht. Ich halte jetzt gerade einen gewissen Raum. Ich halte diesen Raum, dass das okay ist, dass man gehen darf, dass man sich verabschiedet, dass man nicht mehr will, dass das sein darf. Das ist jetzt meine Aufgabe, diesen Raum zu halten und so lange zu halten, wie es notwendig ist. Und danach darf ich trauern. Aber jetzt werde ich das nicht machen. Und ich werde das aushalten. Ich habe diese Größe und ich habe diese Kraft und ich schaffe das und ich habe es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft und es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich war so am Ende oder so, sondern das war da, ich wusste, das geht. Und dann, 2 Wochen, nachdem meine Mama gestorben ist, da war dann so für mich der Punkt, wo ich echt viel geschlafen habe, viel geweint habe. Und das gehen hat dürfen, aber, also, und ich dann auch trauern habe dürfen, ich dann auch jemanden gebraucht habe, der mich haltet. Genau, aber diese Kraft, die du jetzt so auch gesagt hast, dass du weißt, dass du diesen Raum halten kannst, das habe ich damals richtig gespürt. Und ich glaube, das ist auch etwas, das man, denke, bei jeder Geburt passiert ja etwas mit dir. Ich glaube, beim zweiten wird es dann wieder gleich wie beim ersten. Es ist dann so, also 3-mal geboren und 3-mal ist ganz was anderes gekommen. Und das begleitet einen ganz lang. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk. Also manchmal, als Kind habe ich mir gesagt, wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich ein Mann werden, dann habe ich meine Tage nicht, dann brauche ich keine Kinder kriegen, aber diese Schmerzen, jetzt so als erwachsene Frau mit 3 Kindern, sehe ich das nicht mehr so. Mir tut es ja immer so leid, wenn Frauen Angst haben vor der Geburt, weil man denkt, da steckt so viel Kraft und drinnen und wenn du das schaffst, du gehst, also hab Vertrauen, dass das okay ist und dass das kommen darf. Genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer, das klingt jetzt total blöd, aber wir waren eben, meine Oma und mein Opa hat einen Bauernhof gehabt, wir waren bei so vielen Geburten, weil die Tiere so haben. Heute sehe ich das übrigens noch einmal viel spannender, wenn du selber geboren hast, denke ich mir, die haben eigentlich so ein Wissen, wie so eine da kann man sich so viel abschauen. Ja, genau. genau.
Und eben diese Intuition, die, glaube ich, die fehlt ganz vielen, dass wir uns auf das verlassen. Deswegen finde ich das auch oft einmal, das ist das, vielleicht das, was ich im Krankenhaus schade finde, dass dir nie jemand so tief in die Seele anschaut und sagt, ja, du schaffst es. Du kannst es, du hast alles, was du brauchst. Wir vertrauen dir jetzt auch. Wir haben keine Medikamente, weil wir wissen, dass du es schaffen wirst. Wir brauchen das alles nicht. Aber es wird immer so, ist eh klar, da passieren auch natürlich auch Dinge, das kann auch passieren, aber Heute war die auch, Kraft, die müsste mehr gepusht Ja. werden. ja genau, heute war auch, als ich nach der Geburt dann hergefahren bin, hat die Frau mir bei der Verabschiedung nochmal in die Augen geschaut. Und ich habe gesagt, danke, dass du an mich geglaubt hast, wo ich nicht an mich geglaubt habe. Genau. Und diesen Moment gibt es einfach unter der Geburt. Den definitiv. gibt es. Den Den gibt's. gibt es. Das ist ganz kurz davor, wo du dann immer sagst, jetzt geht's ja weiter. Jetzt Ja. dauert es nicht mehr so. Den hat man immer, ja, genau. Jetzt Kurz dauert's davor, wo man glaubt, so, jetzt geht's nicht mehr, geht's. Und dann ist das Kind da. Und das ist ja oft im Leben so Ja, eigentlich. genau. Also, dass man glaubt, so, jetzt ist der Punkt, wo es nicht mehr Wo es nicht weitergeht. mehr geht. Es geht nicht mehr. Und am Ende des Tages, du brauchst einfach nur weitergehen und vielleicht vertrauen, dass eben all das eh da ist und dass es weitergeht. Und ich finde, dass wir Frauen da schon von Natur aus einfach, wenn wir diesen Prozess der Mutterschaft gehen, dass das definitiv ein Geschenk ist, dass wir diesen natürlichen Prozess durchmachen, wenn wir das zu unserem Vorteil speichern, wo wir immer wieder andocken können im Vergleich zu den Männern. Dass wir diese Ressource einfach haben. Und diese Ressource zu verschenken, ist manchmal einfach schade. Und dass wir da definitiv in der Gesellschaft einen Paradigmenwechsel nach wie vor. Ich glaube manchmal wir sind schon so weit, aber dann merke ich immer wieder, nein, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, was für eine Lebensressource das eigentlich ist. Es geht nicht nur darum, dass dieses Kind jetzt auf die Welt kommen wird, sondern es ist eine Lebensressource für die Frau und genauso ist es eine Lebensressource für das Kind, weil das gespeichert wird. Und die Kinder, genau, die haben ein Standing. Die werden in einer Art und Weise, es ist nicht wurscht, wie wir geboren werden. Es ist einfach Fakt. Es ist nicht wurscht, wie wir geboren werden. Nein. Es ist auch nicht wurscht, wie wir gehen. Und es ist genauso. Das sind zwei ganz wichtige. Zwei Parallelen. Und sehr nah beieinander. Sehr nah beieinander. Und sie brauchen den gleichen Rahmen. Und Achtsamkeit und Präsenz und Bewusstheit eigentlich. Von den Menschen, die in diesen Situationen dann sind. Und ganz viel Raum halten. Und das halten wir. So ist leichter gesagt als getan. Ja, es fängt ja schon im Kleinen an, wenn jemand weint, die nicht jetzt per se zu trösten, sondern eben auch einfach da zu sein und zuzuhören, wie schwer das schon alleine fällt. Nicht zu sagen, wird schon wieder. Ja, genau. Nein, sondern einfach anzuerkennen, Einfach dass sagen, das jetzt da ist. jetzt Und tragisch. daran, genau. Und es darf so sein. Genau. Und wenn man das so im Kleinen übt, das ist extrem schwer. Und da sind ja die Kinder die größten Lehrmeister. Also da darf man das ganz oft üben, das auszuhalten und auch einen Schmerz, der jetzt, ich denke mir manchmal, wenn Erwachsene sagen, es ist ja nicht so schlimm, es ist ja nur das oder das ist nur Spielzeug oder was immer, denke ich mir, na, das ist jetzt meine Übungsbühne, jetzt darf ich das üben. Genau. Und wenn wir all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, als eine Ressource für die Personalvertreterin hernehmen, Ja. okay? Wie würdest du sagen, hat das in deinem beruflichen Umfeld
welchen Einfluss hat das? Wie hat dich das verändert, wenn du als Personalvertreterin im Personalmanagement über finanzielle Gleichberechtigung und um die Elternschaft mit den Angestellten in deinem Betrieb eigentlich sprichst? Elternschaft verändert die Paarbeziehung. Mhm. Es verändert aber auch das Einkommen. Mhm. Elternschaft verändert die Pension. Mhm. Elternschaft macht, dass es eine Ungleichverteilung gibt. Mhm. Die sieht das einfach. Mhm. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass man vorher schon auf Augenhöhe darüber spricht. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass das verurteilsfrei und vielleicht auch, dass man das eben mit einem neutralen Ohr hört und Dass man auch mit einer neutralen Stimme spricht. Dass man es einfach zu einem ganz klaren Diskurs Genau. macht in der Gesellschaft. Genau. Das ist nicht so, Genau. sondern hey, so ist Genau. es. Ich glaube, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen bei uns extrem schlecht sind. Das ist halt so, dass wir Frauen in der Politik kaum vertreten sind. Und das natürlich auch dahingehend ist, dass es halt einfach die Politik nicht sehr frauenfreundlich ist. Also welche Politikerin, du kannst als Politikerin zum Beispiel keine Kinder bringen, es gibt keine Karenz oder was auch immer. Das ist einfach nicht frauenfreundlich, sage ich einmal so. Ich würde es jetzt gerne lieber familienfreundlich nennen, als einmal frauenfreundlich. Das ist einfach ein Fakt so. Und dann stecken wir alle in so Rollenbildern drin, die wir mitbekommen haben. Und ich finde das immer so, ich finde das jetzt so genial. Es gibt viele gleichgeschlechtliche Paare, die ich auch begleiten darf. Und die sitzen dann immer daneben und denken, wow, wie werden die das jetzt machen? Also ich habe immer bis jetzt immer Frauen begleitet. Und die denken das ganz anders, weil die haben diese Rollenbilder nicht. Und witzigerweise hat auch das Umfeld die Rollenbilder nicht. Und auf einmal geht es, dass man sich das besser anschaut und besser verteilt. Auf einmal gibt es das nicht mehr, dass es beim Mann nicht geht. Oder also bei einem Elternteil. Also ich höre es ja oft, mein Mann kann keine Elternteilzeit nehmen, es geht in seinem Betrieb. Ich meine, Elternteilzeit steht beiden Elternteilen rechtlich zu. Also das hat ja jetzt nichts mit deinem Betrieb per se zu tun. Genau. Es freut mich natürlich, wenn ich sehe, aha, das Papa-Monat wird gut angenommen, das machen viele, aber das ist ein Monat und das ist in den ersten 8 bis 12 Wochen. Da ist das Leben ja noch fein. Anstrengend wird es, finde ich, später. Und da braucht es mehr Männer. Genau. Schauen uns das immer wirklich individuell an. Was ist die Situation, was macht der Vater, was macht die Mutter? Gibt es überhaupt so ein Dorf rundherum im Sinne von Großeltern oder Onkel, Tanten, die dann auch was mit managen und machen? Wie seid ihr grundsätzlich einmal aufgestellt? Wo steht es? Ist es das erste Kind oder ist es das dritte Kind? Auch da gibt es Unterschiede. Und dann schauen wir uns natürlich an, was ist jetzt die aktuelle Ist-Situation, auch finanziell. Es ist einfach eine Lebenszeit, in der ganz viele ein Eigentum sich aufbauen und dann halt auch Kreditzahlungen haben und Verpflichtungen haben. Und da ist es nicht so einfach zu sagen, so jetzt bleibe ich zu Hause oder nicht oder schon. Und da muss man halt das auch durchrechnen. Es gibt schon eine Beratung bei der Arbeiterkammer, aber die bezieht sich halt nur auf die Dauer der Karenz. Die betrachtet nicht so das größere Ganze. Und damit meine ich halt einfach, dass man denkt immer so, aber Altersarmut, das trifft halt irgendwelche, weiß ich nicht, schlechter bezahlten Jobs oder so. Bullshit. Bullshit. Das betrifft auch gut ausgebildete, gut bezahlte Frauen. Und wenn ich dann das einmal anspreche und sage, hast du das schon mal durchgerechnet? Weißt du, was das für eine Pension hast? Weißt du, dass wenn du das jetzt noch 10 Jahre so durchziehst, dass du unter 1.000 Euro Pension hast? Dann schau mir große Augen an. Und dann kommen wir in ein Thema rein, wo es dann, also dann kommen in die verschiedenen Sachen, kommt ja, sie wissen gar nicht, ob es noch eine Pension gibt. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich denke jetzt also es wird politisch relativ schwer werden, die Pensionen komplett abzuschaffen, würde ich mir mal getrauen zu sagen, es ist ein Todesschuss für einen Politiker. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Außerdem, ich kann mich erinnern, dass wie ich ein Kind war, hat das auch schon jeder gesagt und die Pension gibt es nicht immer. Natürlich verändert sich und ist vielleicht nicht mehr so hoch. Ich höre dann, wenn ich dann über Pensionssplitting spreche,
dass sie auch total männlich aufgebaut ist. Man muss sich, ich weiß nicht, inwiefern du da drin bist, aber Nein, man muss aber sich ich will das gerne von dir lernen. man muss sich vorstellen, so, man kann bis zum 10. Lebensjahr des Kindes kann man es beantragen und dann für 7 Bezugsjahre. Also es zahlt sich aus, das am Ende der 7 Jahre anzufordern, weil man halt dann höhere Beitragszahlungen hat, als wenn man das gleich am Anfang macht. Stimmt, So. warte ein bisschen. Das ist etwas, das habe ich erfahren, als mein 4. Kind schon über 10 war. Weil es einfach keine Stelle gibt, Nein. wo ich als zukünftige Mama Ja. hingehen kann, die dir das alles erklärt. Die sich mit dir hinsetzt und sagt, so, liebe Frau, jetzt Also ich werden wir hätte das dich so. gerne als Personalvertreterin gehabt. Ja. Ich meine, ich war immer selbstständig. Da war ich dann froh, beim 3. Kind, dass ich überhaupt in den vorzeitigen Mutterschutz gehen kann, weil am Anfang hat es das auch noch nicht gegeben. Also das Aber du brauchst das auch gar nicht beantragen. Der Spaß an der ganzen Sache ist, dass das die Männer machen müssen. Gell? Jetzt gehen wir mal davon aus, du hättest in meinem Fall 3 Kinder und das 3. Kind müsste 7 Jahre alt sein, dann können wir das erst beantragen. Gell? So. Also ich weiß nicht, wie es anderen Pärchen gibt, die so lange zusammen sind und so viele Kinder haben. Es ist schon da, was bei uns im Freundeskreis, es trennen sich viele. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man frisch getrennt ist, dass man sich erstmal nicht meine Pensionsjahre splitte ich jetzt doch noch mit ihr. Macht kein, also das ist einfach utopisch. Und das muss man beachten. Es haben sicher viele vergessen. Also nach so vielen Jahren ist es dann in Vergessenheit und dann arbeitet man ja schon wieder viel, viel mehr. Und dann ist das einfach in Vergessenheit geraten. Genau. Also das heißt, es ist eigentlich total unfreundlich gestaltet und das machen halt einfach echt wenige. So. Wäre die Politik hergegangen und gesagt, in dem Moment, wo du eine Vaterschaft anerkennst, wird bis zum 7. Lebensjahr das, was weiß ich, wie irgendwie gesplittet, automatisch, aber du kannst aktiv widersprechen, von mir aus lassen wir das so gelten. Wer wird denn aktiv widersprechen oder warum? Oder dann müsste es Gründe geben, zum Beispiel. Aber dann wäre es einfach automatisch. Dann müsstest du dich nicht drum kümmern, um deine Pension, sondern es wäre einfach automatisiert. Weil in dem Moment, wo ich als Mann dieser Vaterschaft zustimme, wäre es eigentlich okay. Aber ich sage jetzt das Beste. Ich rede dann mit den Frauen und sage, es gibt's. Wo kriegst du das? Wie machst du das? Denkt euch das durch, macht das vielleicht. Dann kommen die wieder und sagt sie zu mir, ja, mein Mann mag das nicht machen, dann hat er so eine kleine Pension. Das müssen wir, also, und du stehst da und denkst da, Dann, und das ist aber kein Einzelfall. Mir passiert das einfach total oft. Und dann sage ich, ja, na gut, dann macht er halt eine Sonderzahlung, das geht ja auch. Ach so, okay, das geht auch. Ja, das geht auch. Er könnte einen ETF für dich anlegen, den du einfach dann in einer Pension ausgezahlt kriegst, um das auszugleichen. Oder mein Lieblingssatz war einmal, ja, er zahlt ja das ganze Essen und den Urlaub. Okay, aber ich habe mir das einmal durchgerechnet mit so einem Durchschnittsgehalt von 4.500 € brutto, was so ein Durchschnitt wäre. Und wenn du da 7 Jahre Teilzeit arbeitest, hast du, ich glaube, 800 oder 900 € weniger. Und danach auch wieder Vollzeit. Also du bist wirklich nur 7 Jahre Teilzeit. Hast du danach ein Gap von über 900 € oder 800, 900 € waren da irgendwas. Also wo ich mir gedacht, gut. Ja. Also das ist schon, und dann rede ich noch gar nicht davon, dass du halt Teilzeit wahrscheinlich keine Führungsverantwortung kriegst oder größere Projekte leiten darfst. Du bist ja nur Teilzeit da. Ja. Und also ich habe bei diesem Pensionssplit mir gedacht, das ist so versteckt. Also das ist so versteckt. Das hat man politisch irgendwas so ein bisschen angehängt und gut gemacht, damit man es nicht findet. Weil man findet es meistens dann, wo man es nicht mehr wirklich wirksam machen kann. Aber man kann politisch sagen, man hat sich um irgendwas gekümmert, aber dann so ein bisschen um die Ecke versteckt, damit es ja nicht gefunden wird irgendwie. Ja. Und ich begleite ja Frauen über, also man kriegt viel mit, gell? Und dann bin ich ja auch noch ein Mensch, ich müsste das ja nicht machen, aber eben ich schaue hin. Und dann kriegst du es so mit Mitte 30, kriegst du die Kinder, dann kriegst du das erste, das zweite oder Standard. Dann fängt es so leicht an, dass die Eltern eben schon in einem Alter sind, wo dann einmal tut oder das, was zu machen ist. Es ist nicht so einfach, dann wieder diese Vollzeit anzunehmen, weil du bist ja verfügbar und so. Und dann sind sie oft so Mitte 40, Ende 40, fängt so eine
Pflegethema an, dann sind sie da wieder voll drinnen und du begleitest Frauen auf diesem Weg und versuchst irgendwie mit ihnen Lösungen oder was auch immer zu finden und dann finde ich es halt auch so schrecklich, wenn einmal sagen, ich kann mich gar nicht trennen. Ich schaffe das finanziell nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Eine 70 Quadratmeter Wohnung in Klagenfurt kostet an die 1.000 €. Da hast du, wenn es gut geht, 2 Zimmer. Also das spiegelt ja nicht wider, wenn du 2 Kinder hast, wie wirst du das jetzt managen? Das ist recht viel Geld. Und dann reden wir noch gar nicht davon, was du an Versicherungen und Essen und pipapo. Und dann kriegst du das einmal so mit und denkst da, oje, oje, das ist heavy. Ja, genau. Und da stecken wir noch immer und wir glauben immer, naja, und das sind jetzt eben keine Frauen, das sind Frauen, die studiert haben, die haben gute Jobs gehabt, die haben teilweise Führungspositionen gehabt, mit denen reden wir über solche Themen und es tut mir einfach extrem leid und es tut mir auch so leid, weil unser System das einfach nicht sieht. Ja, also es ist noch immer, genau, und deswegen nochmal zum Satz von früher, ich möchte nicht mitgemeint werden, nämlich, dass das sichtbarer wird, weil ich glaube, dass das macht was mit uns. Gell? Es gibt eine Sichtbarkeit und um das geht es. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass die Männer nicht nur sagen, ja, na, ich bin eh nicht dagegen oder ja, oder sondern dass die Platz machen am Tisch und sagen, nicht nur sagen, die kann sich hersetzen, wenn sie will, sondern dann muss sich hinrücken und sagen, setz dich jetzt da her, nimm den Platz ein, sei da am Tisch, red da mit. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, ich kann es, was nicht, ich kann es nicht sehen, wenn irgendwelche alten Weißkopfseeadler auf einem Tisch sitzen und irgendwas bestimmen. Und ich meine, wo sind die Frauen? Und ich weiß schon, dann kriegst du immer das Totschlag-Moment, ja, aber die eine, die hat drüben auch nichts für die Frauen getan, ja, mag sein, aber wenn wir viele sind, wird sie von Dann wird sie für das sein. Ja. Und wie würdest du das zusammenfassen, zum Beispiel, wenn du dann auf jemanden schaust, was sind so, dass mit die Zuhörerinnen, dass die eine Idee davon haben, sie sind jetzt in guter Hoffnung und wenn sie jetzt auch Fokus darauf legen, was heißt das für ihre finanzielle Zukunft in ihrem Leben, auf was sollen sie da schauen? Oder wie könntest du das so ein bisschen zusammenfassen? Es ist sehr schwierig, weil jede Situation ist anders. Das ist ja aber grundsätzlich, wie viel verdienst du? Was macht der Mann, wie viel verdient der? Und dann ist natürlich das aktuelle Lebenseinkommen einmal relevant. Also kann man einmal sagen, wenn man jetzt ein Jahr Karenz geht, dann würde ich gerne wieder zurückgehen. Ist ja der Spaß an der ganzen Sache. 48 Monate gibt es ja so einen Durchschnittszeitraum für die Pension. Ja? Und wenn du dann 12 Stunden zurück arbeiten gehst, liegt das deutlich unter dem, was du bekommen würdest, also dann kriegst du das Geld, also wird dann von deinem Durchschnittseinkommen errechnet und das ist jetzt viel niedriger als das, was du hättest, wenn du zu Hause bleibst. Also für die Pension gerechnet. Für den aktuellen Zeitpunkt ist es aber oft voll sinnvoll, weil viele nehmen halt das einkommensabhängige Modell, da kriegst du ein Jahr gezahlt und im zweiten Jahr ja nichts mehr. Wenn du aber wieder arbeiten gehst, bekommst du, auch wenn du nur 12 oder 15 Stunden gehst, kriegst du ein recht hohes Netto für Brutto. Das heißt, punktuell ist natürlich dann das viel höher. Und das ist dann etwas, was man sich als Bärchen halt durchrechnen muss. Wenn man dann hergeht und sagt, wir machen ein Pensionssplitting, kann sich das wieder auszahlen, weil sich das wieder dahingehend verändert. Aber, und das ist halt wieder das Rundherum, wie ist deine Situation? Kannst du überhaupt wieder gehen? Kann der Mann wirklich so viel reduzieren? Ich kann mich erinnern, bei unserem 3. Kind wollten wir das ja auch wieder machen. War es aber viel schwieriger, weil er kurz vorher eine Führungsposition eingenommen hat. Da konnte er, ist zwar aufgegangen, aber nicht so viel. Das war eine andere Situation und in dem Fall war es für uns wichtig, dass wir sagen, okay, als Familie war das für uns wichtig und es war ein wichtiger Schritt. Wie schaffen wir es, dass beide irgendwie wieder arbeiten gehen können, aber keiner zu kurz kommt? Wie bauen wir das drumherum auf? Gell? Und das habe ich gemeint, es gibt keine Lösung, die jetzt für jeden passt, sondern man muss da so viele Aspekte anschauen. Und natürlich, dann komme ich wieder auf den Teil von früher zurück, wie geht es mit dem Kind? Von
funktioniert das überhaupt? Mhm. Weil ich war nicht die Einzige, die ein einjähriges Kind keine Freude gehabt hat, dass es jetzt in eine Kindertagesstätte gehen muss. Gell? Mhm. Ähm, Übrigens kann ich da jetzt auch wieder, weil die Woche ja politisch eine Dame gesagt hat, da schieben ihre Frauen und ihre Kinder wieder ab. Eine Politikerin hat das geschafft, das irgendwie hinzubringen. Und ich denke, denken die je drüber nach, wie schwer das als Mutter fällt, und würden die je drüber nachdenken, dass man diesen Betreuungsschlüssel nicht erhöhen, sondern senken. Weil wenn ein Betreuer für 3 Kinder zuständig ist, kann er das wunderbar managen. Und dann ist es für das Kind so wertvoll. So wertvoll. Und wenn wir davon weggehen, dass ein Kind mit einem Jahr halt in der Früh keinen Wechsel haben will, sondern immer seine Betreuerin, das sein Anker ist, dann würde vielleicht in der Früh die Übergabe auch viel lässiger funktionieren. Im Übrigen haben wir einen Kindergarten gefunden, der das bewerkstelligt, aber es ist ein privater Kindergarten. Das haben sie ja jetzt politisch auch wieder abmontiert. Genau, jetzt muss es wieder. Also, und wir müssen immer so viel tun, wir müssen so viel daran arbeiten, dass das wieder hinkommt, dass wir das kriegen. Jetzt gibt es eine Elternvereinigung, die da wieder für das kämpft und fürs andere muss kämpfen. Und ich denke mir, wo sind wir? Wo sind wir? Und wenn die draufkommen, dass sie einen Fehler gemacht haben, was sie im Übrigen ja draufgekommen sind, warum machen sie es nicht einfach rückgängig? Ich werde als Hebamme immer wieder gefragt. Erstens werde ich gefragt, für was für ein Modell sollen sie sich entscheiden. Und da stehe ich auch so da und denke ich mir, weil ich merke, ich meine, ich kenne es von mir, damals war das noch nicht so divers, sage ich ganz ehrlich, meine Kinder sind schon größer. Da hat es nicht so viele verschiedene Möglichkeiten gegeben. Jetzt gibt es ja immer mehr. Ja, genau. Also das wird immer verwirrender. Und es wird immer verwirrender, glaube ich. Also ich als Hebamme kann da absolut nicht beraten. Ich weiß, und auch das andere Thema, was du angesprochen hast, ich weiß, mir wurde zwar immer vorgeworfen in meinem Leben, ich arbeite so viel, aber ich sage ganz klar, wenn ich nicht so viel gearbeitet hätte, dann würde ich heute auch ganz woanders da sitzen und müsste müsste ganz ein anderes Leben führen. Ist dem Papa der Kinder auch vorgeworfen, dass er so viel arbeitet, oder nur dir? Nein, natürlich nur mir. So, ja. Das liegt doch auf der Hand. Und dann frage ich mich als Hebamme immer wieder, als Frau, als Mutter, als Hebamme, warum? Warum gibt es nicht, und weil das so unterschiedlich sein kann, warum gibt es nicht wirklich eine Stelle, die Frauen darüber, oder Menschen, Frauen und Männer, ich glaube, es ist auch wichtig, die Männer zu informieren, Familienberatung. Ich bereite sie auf die Geburt, auf die Schwangerschaft, auf die Elternschaft, auf die Geburt vor, auf alles. Das ist mein Part als Hebamme. Warum denkt sich der Staat nicht aus, hey, wir müssen sie beraten, weil wir wollen ja, dass es beiden gut geht und dass beide gut aussteigen. Und da merke ich immer wieder, politisch sind wir da noch im Neandertal. Ja, weil die Entscheidungen treffen, die haben Frauen gehabt, die daheim geblieben sind, und also du brauchst ja, damit du politisch oder überhaupt so eine Karriere machen kannst, brauchst du ja jemanden, der dir familiär den Rücken frei hält. Wenn ich keine Kinder habe, ist das ja kein Ding, das passiert ja auch. Ja. Also bei den Büchern, die keine Kinder haben, sieht man es immer ganz schön, Bade machen ist ein Ding. Ja. Und bei den anderen, da gibt es immer den Bad, der das zu Hause managt, organisiert, macht und tut. Und ich finde an dem auch grundsätzlich nichts Schlimmes, aber was das Problem ist, dass der Part da zu Hause nicht abgesichert ist für den Fall, dass er irgendwann das nicht mehr lustig findet. Und da fängt das Problem ja an. Genau, und politisch, wir haben einfach ganz schlechte Rahmenbedingungen über das. Ja, genau. Ich fände es auch total schön, wenn es eine Stelle gibt, wo man hingehen kann. Und ich lerne auch immer noch was dazu, dann höre ich wieder was Neues. Man muss immer sich weiterbilden. Es gibt ständig, so wie du auch gesagt hast, neue Sachen. Denkt man auch manchmal, okay, das habe ich auch noch gar nicht mitgekriegt. Mache da auch ganz viel und erkundige mich immer wieder und schaue, dass ich da irgendwie zu meinen Sachen komme. Aber es ist schon anstrengend, und das ist einfach. Es ist einfach anstrengend. Und wenn ich, also als wenn wir früher über die Zeit geredet haben, wo ich als Kind, wo eben meine Mama nicht arbeiten gegangen ist, sondern das war so typisch so, dass die Frauen ins Haus waren und Haushalt gemacht haben, vielleicht ist es so ein bisschen, aber nicht wirklich arbeiten gegangen. Und da war es ja so verteilt, dass Adel hat 40 Stunden gearbeitet an einer zu Hause. Also wenn man beide hernimmt, hat man 40 Stunden Erwerbsarbeit gehabt. Jetzt arbeitet einer 40 und der andere 20, 30
40, was auch immer. Und der ganze Rest ist ja noch da. Und das ist einfach zu viel. Ich weiß nicht, ich finde das System in Schweden ganz nett, wo man sagt, das wird für Bade heruntergesetzt. Also wenn ich mir vorstelle, wir hätten Bade 30 zum Beispiel, das wäre viel einfacher. Es wäre einfach so viel einfacher zu managen. Was brauchen wir, damit sich das noch mehr ändern wird? Ich würde das gerne sagen, fähige Politiker, aber ich glaube, wir brauchen es soll ja was sein, was realistisch ist, und das wirkt in der aktuellen politischen Situation recht geht es in die komplett andere Richtung. Also wir entwickeln uns zurück eigentlich. Wir reden auf einmal wieder über Frauenrechte und ich denke mir, da waren wir eigentlich schon, das haben wir eigentlich schon. Ja, ich sehe es in den jüngeren Generationen eigentlich sehr viel auch, dass dieses Bewusstsein darüber, dass Wahlrecht, Frauenrecht, all das, was uns angeht, eigentlich dieses Bewusstsein, wie frisch und jung das eigentlich noch ist, und wie leichtsinnig man das hergeben möchte, eigentlich gar nicht so tief verankert ist im Bewusstsein, weil die junge Generation in dem ganz selbstverständlich aufwächst, dass es ja eh normal ist, aber so lange ist das einfach noch nicht normal. Nein. Und das ist das ist überhaupt nicht normal. Ich glaube, letzte Woche habe ich das mitbekommen, Anfang der 80er Jahre hat man in Österreich die Vergewaltigung in der Ehe erst strafrechtlich irgendwie, genau, und dann denkst du sich, hey, ich war ein kleines Kind, da war das noch erlaubt. Ja, genau. Ja, genau. Aus den 70er Jahren, dass die Frau allein ein Konto besitzen kann, ja, dass der Mann das okay dazu gibt. Ja. Wahlrecht, alles. Also insofern könnte man nicht sagen, es hat sich viel getan, und trotzdem habe ich das Gefühl, es geht einfach zu langsam. Politisch tut sich einfach zu wenig. Vielleicht magst du uns einfach damit die Zuhörer einfach ein Beispiel durchrechnen, also so plakativ, weil ich glaube, dass oft einfach auch dieses Bewusstsein nicht da ist, was heißt das jetzt wirklich? Ja, und du hast ja was Großartiges vorbereitet. Genau. Und jetzt wäre es großartig, wenn du es einmal so durchgehst, damit man eine Idee kriegt, weil ich glaube, dass es manchmal so ist, wenn wir über ein Thema reden, und Zahlen sind mir sehr abstrakt auch, das weißt du ganz klar, dass dass ich gut Raum halten kann, aber die Zahlen sind mir fremd. Und ich weiß es für mich, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, was jetzt nicht so resoniert mit mir, weil das nicht meine Stärke ist, dann schalte ich schon ein bisschen aus. Dann brauche ich schon diesen Schritt, damit ich ins Verständnis gehe und kapiere, worum es eigentlich geht, muss diese Person mir das noch besser aufbereiten oder mich noch besser in die Bahn ziehen, damit ich neugierig werde darüber. Okay? Und das wünsche ich mir jetzt von dir, dass du Neugierde wächst, dass man sich über ein Thema, das nicht so sexy ist, schon gar Partner triggert, dann klar reden kann, dass man eine Idee kriegt, worum geht es da eigentlich. Also ich habe mir das einmal in einem sehr einfachen Modell, also da bin ich wirklich jetzt, also ich habe es früher angesprochen auch schon, also ich bin davon ausgegangen, dass man so 4.500 € brutto verdient, beide gleich, beide starten grundsätzlich gleich, und dann sie bekommen noch mal ein Kind, also wir machen das ganz simpel, sie bekommen kein zweites, ein Kind kriegen sie einmal so, und dann geht die Frau das erste Jahr in Karenz. Das zweite kommt sie schon wieder arbeiten. Sie arbeitet dann 12 Stunden und dann arbeitet sie sogar schon wieder 25 Stunden ab dem 3. Jahr. Das bildet im Übrigen ein sehr realistisches Bild ab, was ich relativ oft als Beispiel habe. So. Und der Mann bleibt einfach Vollzeit arbeiten, für ihn ändert sich nichts. So. Wenn man das so schön hochrechnet, liegt er, also, und da gehe ich jetzt echt davon aus, dass er immer bei diesem Gehalt bleibt. Natürlich gibt es Gehaltssprünge und so weiter, das muss man eigentlich bei ihm noch dazu rechnen, und auch bei ihr müsste man das in weiterer Folge dazu rechnen, weil sagen wir mal, man macht so eine Stichpunktanalyse und sagt, wie schaut es dann da aus, dann liegt er bei rund 2.800 monatlicher Bruttopension und sie liegt dann bei 1.600. Das ist ein kleiner Unterschied. Und wenn man sich halt vorstellt, dass man mit 1.600 € heute
auskommen muss, dann wird dann recht schnell klar, das ist schwierig. So. Aber gut, also das habe ich einmal so ein bisschen mir durch den Kopf gehen lassen. Und dann bin ich so auf eine partnerschaftlichere Alternative umgestiegen. Und mir gedacht, was wäre, wenn wirklich, also sagen wir wieder, sie starten beide mit 4.500 €. Die Frau geht wieder ein Jahr Karenz, sie stillt, sie ist fürs Kind, das ist auch legitim, passt. Und da kriegt man ja auch das Staatliche, das ist ja so ein Durchschnittsthema. Und ab dem 3. Jahr kann sie 30 Stunden arbeiten, weil er auch auf 32 Stunden reduziert. Genau. Also auch das wäre jetzt möglich. Dann liegt die Frau bei fast 2.000 € monatlicher Pension, macht schon einen Unterschied, und er ist bei 2.200. Also es verringert sich seins, aber es wird auch ihres höher. Aber es macht schon einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Riesenunterschied. Einen Riesenunterschied. Wir werden die Zahlen auch einblenden. Ja, es sind ja so fiktive Beispiele. Ja, man muss ja damit dazu man sagen, das auch sieht. genau. Also in der echten Welt bleibst du nicht bei 4.500 € stehen, du hast Gehaltssprünge, du hast Karriereentwicklung und. Und da verändert sich was. Aber man sieht einfach schon, dass durch so einen kleinen Schritt wäre eine Anpassung möglich. Genau. Und das ist auch das, was mir bei diesen ganzen Karenz- und Teilzeitmodellen eigentlich abgeht. Sie haben es jetzt eher ein bisschen reingebracht, wenn man 2 Monate Väterkarenz reinrechnet, dann verändert sich ja das wieder. Dann kriegt man ja mehr und man kann länger bleiben und so weiter. Aber eigentlich müsste man darüber hinaus sagen, so, wenn für die ersten 7 Lebensjahre das aufgeteilt wird auf beide, dann bekommt es ja mehr. Also da muss man einen Anreiz ja auch setzen, weil mit einem Anreiz würden einfach mehr Männer das machen. Und es ist einfach ein Fakt, dass bei uns in Österreich die Elternkarenz und auch die Elternteilzeit hauptsächlich die Frauen nehmen. Und ja, also ich glaube, Strukturen schaffen Verhalten. Ja, genau. Das ist es. Und ich finde es aber auch, und das ist mir voll wichtig, also ich rede ja dann auch oft mit Männern und erkläre es ihnen das und bringe so Beispiele und sage ihnen, was sie machen können. Und das ist jetzt eigentlich auch total lieb, weil viele dann auf einmal sagen, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, genau. Das habe ich noch nie gehört. Aha, das ist damit gemeint. Wenn es heißt, so bis heute arbeiten Frauen gratis oder ab heute arbeiten Frauen gratis. Es gibt ja das so zwei so tolle Stichtage, die man immer ausrechnet. Oder wenn wir von Altersarmut sprechen, dann wissen ja viele gar nicht, was das trifft, das Frauen und so weiter. Und genau, und ich finde das einfach sehr wichtig, dass man das, dass die da auch dazu kommen. Und das ist aber so ein bisschen die Bubble, die ich ja früher gemeint habe. Es entsteht zwar auf Social Media so, da gibt es ganz viele großartige Frauen, die da aufklären, die da solche Sachen vorrechnen, die das sichtbarer machen, die kritisch denken, aber die haben meistens nur weibliche Followerinnen. Und mir fehlt es, aber ich weiß aber auch nicht, wie man die Männer mehr zu Betroffenen machen könnte, weil ich glaube, dann kriegt es eine andere. Ja, also ich kann sagen, zum Beispiel, wenn ich als Hebamme beobachte, die männlichen Partner, die heute Frauen zu mir in die Praxis begleiten, beim Kurs begleiten und dann nach der Geburt begleiten, das hat sich im Laufe der letzten 22 Jahre sehr gewandelt. Also ich sehe sie viel bewusster, viel interessierter, viel neugieriger, und dass die heute mehr sich erlauben, andere Perspektive einzunehmen und wirklich schon viel besser in diese Frauenperspektive hinein sich versetzen können und dann sagen, ja klar, das war vor 20 Jahren noch nicht so. Und da sehe ich in meinem Bereich einen riesen Wandel. Und da sehe ich, dass, glaube ich, die Paare, die sich erlauben, so im Leben neue Perspektiven einzunehmen oder sie versuchen, in die Perspektive des anderen zu versetzen, dass dies vielleicht auch in finanzieller Hinsicht anders gestalten können, aber es trotzdem diesen finanziellen Shift zu haben in dieser Wirtschaft, die wir uns aufgebaut haben, in diesem kapitalistischen System, das zu cracken ist echt nicht ohne, glaube ich. Ich glaube, es braucht ganz viel miteinander reden und sich informieren. Dann fehlt es aber, es ist schwierig, sich zu informieren.
Und in einer Zeit, in der du mit Kinderbetreuung oder vielleicht Hast du Hausbau nicht oder so einmal beschäftigt Kopf bist, dafür. hast du dafür keinen Kopf. Mhm. Also was geben wir heute den Zuhörerinnen Meine Güte. mit? Was geben wir ihnen mit? Ein Spark, darüber nachzudenken. Ja, es gibt schon eine sehr gute Beratung bei der Arbeiterkammer. Ja? Also das möchte ich mitgeben und dass man da wirklich konkrete, richtige Fragen stellt und auch zu einer Pensionsversicherungsanstalt geht und sagt, erklärt mir das einmal, klärt mir auf, helft mir, was heißt das, wenn ihr Einmalzahlung macht, wie wirkt sich das bei mir aus? Wobei man auch sagen muss, dass mein Mann ist zurückgekommen, wie er das Pensionssplitting beantragen wollte, der war fertig. Das hat sich keiner ausgekannt. Ich war quasi der Erste, der gefragt hat. Das heißt, ich könnte dich von neuem animieren, dich selbstständig zu machen Ja. und dich abzuwerben aus der Firma. Und sagen, Gloria, kannst du bitte eine Firma gründen, wo du nur sowas machst? Weil das gibt es einfach nicht. Es ist noch einmal, das legst du. Die nächste Idee ist das Selbstständigkeit. Ja, genau. Und du hast ja eine Tochter und 2 Söhne. Nein, Blödsinn. Zwei Töchter, Zwei Töchter, einen Sohn. Ja. Genau, was wünschst du dir für die? Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ist echt schwierig. Also ich hoffe natürlich, dass ich meinen Sohn so erziehe und dass er solche Vorbilder zu Hause hat, dass er seine Partnerschaft auch bewusst anders leben wird und seine Vaterschaft vielleicht irgendwann noch, wenn er mal Kinder haben sollte, aber auf jeden Fall eben, wer immer, Partnerschaft anders sieht. Und meine Mädels versuche ich, also ich versuche allen meinen Kindern zu zeigen, dass das nicht einfach ist, dass das für uns ein Balanceakt ist. Ja. Viele streiten nicht vor den Kindern oder diskutieren nicht vor den Kindern. Das ist total falsch. Ich finde, die sollten das sehen, die sollen das hören, die sollen das mitkriegen und wie wir versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden. Streiten ist ja oft, dass wir diskutieren oder eine Lösung finden, ist es einfach, gell? Dass die das auch sehen, dass das nicht easy läuft. Gell? Natürlich hat meine Mama oft mir Sachen gesagt, aber heute denke ich mir oft, boah, es muss so schwer gewesen sein. Und das haben sie eigentlich gar nicht richtig gesagt. Oder denke ich mir, wie haben die das eigentlich geschafft, wie haben die das gemacht? Vielleicht habe ich nicht hingeschaut oder haben sie nicht drüber geredet, ich weiß es nicht. Und ich will, dass sie das wissen, dass sie da besser vorbereitet sind. Genau. Worauf bist du stolz? Ich glaube, also am stolzesten bin ich darauf, dass ich die letzten 10 Jahre geschafft habe. Also auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre, genau. Die hast du nicht auf einer Uni gelernt, das in der Schule gelernt. Das war das Leben. Mir sehr viel gelehrt, aber ich glaube auch, dass ich sehr mit offenen Augen dem allen begegnet bin und auch wahrscheinlich mit offenem Herzen. Und ich denke mir manchmal, wow, ich bin nicht mehr die ich vor 10 Jahren war. Und das ist voll fein und voll gut. Und fühle mich sehr angekommen, obwohl ich ja früher gesagt habe, ich glaube noch nicht, dass die Reise vorbei ist jetzt oder so, sondern dass das jetzt wirklich noch einmal mehr annimmt. Genau. Und bist du? Ja, bitte. ich bin auch stolz, dass wir so als Paar, das uns da immer wieder für uns und unsere Familie einen Weg finden, dass wir es irgendwie hinkriegen. Dass es für uns passt und dass jeder so gesehen wird und genau. Und Bedürfnissen. Ja, und das ist nicht leicht. Worüber bist du dankbar? Für 3 wunderbare, gesunde Kinder. Also das ist so, genau. Aber darüber hinaus habe ich einfach auch in den letzten 10 Jahren, also schon länger, viele Frauen begleiten mich schon länger, aber in den letzten 10 Jahren habe ich einfach so tolle Frauen kennengelernt und ich könnte mir das heute gar nicht mehr vorstellen, dass das nicht ein Teil von dem Leben das ist mein Dorf, genau, das haltet mir. Und dass ich, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich was hinkriege, dass ich wen anrufen kann. Und ich weiß, wenn ich da jetzt um Mitternacht anrufe, die aufstehen und kommen und umgekehrt ja auch. Genau. Aber die mir mit Rat und Tat, die so intelligent sind, die mir immer wieder neue Flöhe ins Ohr setzen und Gedanken und Sachen reflektieren, auf die ich vielleicht allein nicht gekommen wäre, weil das einfach so
befruchtend ist, wie du früher gesagt hast, jeder hat so ihr Spezialgebiet Ja. und ihre Besonderheit Mhm. und man lernt da einfach so viel voneinander und da gibt es ja diesen Spruch, no hood like motherhood. Und wenn die dann jemand anruft und voll blärt, wenn man mit den Kindern immer weiter weiß und dann sagt, dir kann ich das sagen, alles, was ich mir gerade denke, auch wenn es jetzt gar nicht schön ist, aber ich weiß, bei dir kann ich das jetzt einfach lassen. Das ist Es auch, wird nicht auch das bewertet, darf sein. es Ja, darf genau. sein. Mhm. Ja. Und das ist das, was uns Frauen untereinander ausmacht, wenn wir uns treffen. Ich muss oft so lachen. Du darfst einfach alles sagen. Keiner sagt, du bist aber ein schlechter Mensch. Du bist eine schlechte Mutter, wenn du das denkst. Sondern wir lachen alle und sagen, I feel you, mir geht es nicht anders. Und das tut oft allein schon so gut, jemanden zu haben, der einfach mitlachen kann über die Absurditäten und Gemeinheiten des Lebens manchmal. Gell? Und das ist ja auch nicht einfach, das immer zu halten, immer da zu sein, immer happy peppy zu sein und genau. Und wenn einer sagt, bei dir schaut es immer so leicht aus und perfekt, komm ich ein. Ja, genau. Zieh mein schönes Kleid an. Du kannst mit mir mal am Nachmittag telefonieren, dann kriegst du das mit dir. Und wenn heute Ostern und Weihnachten zugleich wären, was wünschst du dir? Ja, ich habe es eh schon gesagt, also ich glaube, bei uns muss ich, also Für dich? für mich Für persönlich, dich, ja. Für dich persönlich. Für dich. ja, noch weiter also dass ich mich noch mehr entfalten kann, glaube ich. Ja. Dass du noch mehr dich gebären kannst. Ja, genau. Ja. Danke dir tausendmal, dass du heute bei mir warst und für jedes Wort, das du mit mir und mit uns geteilt hast. Danke für die Einladung. Danke. Genau. Hallo, ich bin Sala. Ich bin Hebamme und Begleiterin mit über 20 Jahren Geburtserfahrung. Ich habe diesen Kurs entwickelt, um werdende Eltern umfassend auf Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft vorzubereiten. Praxisnah, evidenzbasiert und mit Fokus auf Hebammenwissen, Körperarbeit, Entspannungsübungen und emotionale Begleitung. Der Kurs umfasst 4 Module mit über 12 Stunden Lernmaterial. Die Inhalte sind so gestaltet, dass sie die ärztliche Betreuung optimal ergänzen und Eltern helfen, selbstbewusst und sicher in die Geburt und Elternschaft zu gehen. Viele Paare berichten, dass sie durch mein Wissen und meine Begleitung besser vorbereitet sind, Ängste reduziert wurden und die Selbstwahrnehmung gestärkt wurde. Ein wertvoller Beitrag zu einer positiven Geburtserfahrung.